Hallo! Hopst du? Ja. Hallo, guten Tag. Forza, nicht Forza. Horizon, aber nicht Forza. Horizon Forbidden West. Ah, endlich. Endlich geht's los. 5 Jahre haben wir gewartet drauf. 5 verdammt lange Jahre. Hallo Tati Theresa. So, bevor wir uns jetzt lang aufhalten, schaut mir da gleich einmal um. Dürfte mein Facecam passt von der Position her. Sollte, denke ich, passen. Es ist übrigens wieder untypisch, so einen Controller in der Hand zu haben. Und ja, ich habe keine PS5, ich habe PS4 Pro. Weil es bis jetzt das Ganze noch nicht wert war für mich. Das einzige Spiel, was ich spiele, ist Horizon auf Playstation. Und dafür extra PS5 zum kaufen, in der aktuellen Zeit, wie es momentan ist, dass man gar keine kriegt. Nö. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Ja. Dann. Das ist sagen. Legen wir los. Ich hoffe, Ton passt von der Lautstärken her. Ich habe mir ein bisschen gepegelt. Glaube ich, müsste aber passen. Horizon Forbidden West. Wir spielen das Ganze natürlich in Deutsch. Das passt auch. Und los geht's. In einem ganzen Leben auf der Suche nach Wissen hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Okay,
das war also die kurze Zusammenfassung von Horizon Zero Dawn. Wir sind entstanden, dass man also Aloy ist entstanden, dass wir die erneute Ausrottung von der Welt verhindern. Das Ganze haben wir in Horizon Zero Dawn geschafft. Nur leider ist Silence mit dem Hades, dem bösartigen Teil von dem ganzen Projekt, abgehauen. Anscheinend in den verbotenen Westen. Und ich gehe ganz kurz in die Einstellung. Schau kurz alles durch. Kopfschmuck natürlich aus, weil mag ich nicht. Steuerung normal, Controller Vibration. Okay. Gib mir eine ab, du. Audio. Musik da mal ein bisschen over. Dialog kann bleiben. Effekt. Maschinenlautstärke. Lautstärke und Umgebungslautstärke. Ah. Untertitel aus. Audio-Mix. Standard. Grafik. Links. Klettermarkierungen immer on 9. Standard. Range. Passt. Barrierefreiheit. Ja, ich glaube, das ergibt sich alles vor. Sieht da mal noch was weiter oben. Oh. Wenn ich die Musik schon wieder her. Es weckt Erinnerungen. Extras, Videorückblick. Ah, okay. Ich würde sagen, wir warten nicht lang ab in ein neues Spiel. Die Frage ist jetzt, also Mindestschwierigkeit ist schwer. Die Schwierigkeit schwer sorgt für ein anspruchsvolles Kampferlebnis während der Reise. Die Schwierigkeit sehr schwer bietet ein hartes und anspruchsvolles Kampferlebnis für alle, die ihre Fertigkeiten testen wollen. Also ich hab's letztens auf sehr schwer probiert in Horizon Zero Dawn. Ultra hart, nicht sehr schwer. Ich glaube, wir haben es dann auf sehr schwer oder schwer obergestellt. Haben halt auch keine Fähigkeiten nicht gehabt, also von dem her kann halt das auch ausschlaggebend gewesen sein. Ja. Muss da noch ein bisschen nachgefallen. Weil irgendwie ist meine Mikro jetzt schon leise. Müsste jetzt eigentlich ein bisschen besser sein, oder auch nicht? Ich habe bitte keine Ahnung. So, jetzt. Jo, jetzt aber. Jetzt glaube ich, wird's langsam. So. So lassen wir es einmal. Ja. So. Ich glaube, wir spielen es auf schwer. Wenn wir es dann von schwer sagen, es ist zu leicht, können wir es ja jederzeit noch aufstellen auf sehr schwer. Da die sagen, weil ich möchte es jetzt nicht gleich zu schwer machen, wobei ich eigentlich die Herausforderung mag, vor allem in dem Spiel. Na Kim. Minimale HUD-Information sieht dir die Welt an, um den Weg zu finden. Markierungen, Symbole auf dem Bildschirm, die dich auf deiner Reise unterstützen. Eigentlich möchte ich es selber entdecken. Bei einzelnen Questfortschritten wird häufig automatisch gespeichert. Manuelle Speicherungen können bei Lagerfeuern gemacht werden. Entschuldigung. Ladezeiten sind natürlich auf der PlayStation 4 ein bisschen länger wie auf der 5er. Aber wir haben ja Zeit.
Mir läuft die Zeit davon, Elisabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese. Unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz. Bin ich vollständig? Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Val? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian, Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden.
Ich erkläre dir alles unterwegs. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Wo geht denn Wahl zu gehen? Diese Ja. Pflanzen sehen nicht wie Der die ist aus schon dem toll. Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so einen Fokus hätte ich auch ganz gern von Glorf schon gehabt. Das ist schon... Das ist halt einfach... irgendwie schon Nostalgie, wenn man sowas... Ein Impuls von meinem Speit. Fokus zeigt, wo das Gesuchte ist. Spekuliere, ob man Bewegungsunschärfe nicht ausschalten sollten. Eigentlich macht's die gerade nicht schön. Niedrigkamera verwackeln unter Wasser. Ist er. Wie bringe ich den Fokus dazu, mir die Pflanzen zu zeigen? Er kann einen Impuls aussenden. Ich zeige es dir. Mit R3. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Ja, das ist so cool. Heilende Beere, Medizinbeutel 1. Ist die heilende Beere. Ugh. Bitter? Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Aha. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. Okay, es gibt also nimmer deinen Medizinbeutel, den wo man prozentweise füllt, sondern nur noch Beeren. Da können wir 10 davon haben. Oh. Ja, habe ich schon wieder verdrückt. Hat lang gedauert. Hallo Mandu! Okay, was machen Sie auf Twitch? Das ist ja ganz was Seltsames. Das ist dynamisch. Ja gut, okay. Gibt Schlimmeres. Ah! Nein, ich hätte gerne noch eine mehr, dann waren wir voll. Aber ich glaube, das wird schwer. Ja gut, Steuerung kann ich. Die Plage hat sich hier wohl auch ausgebreitet. Kann sein, dass es noch ein wenig überstimmen muss, aber ist wurscht. Was ich gerade angefasst habe, war schleimig. Das glaube ich dir gern. Reden und so? Nicht. Diese Ruinen. Da müssen wir hin.
Ich sehe mehrere Wege nach unten. Mhm. Wonach suchen wir genau? Dem Backup? Also, das ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Oh, da ist was. Dieser Tage Mann, ich hab muss! leicht im Gepäck. Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Goldene Menge Ausrüstung Blüte. verloren. Inventar, Waffen. Aloy Speer und ein Jägerbogen. Wow. Outfit. Uff. Mhm. Werkzeuge. Munition, Heilung. Heilende Beeren, goldene Blüte, Quellen. Outfit-Farben beim beim Färbären freischalten. Beim Färbern. Jetzt komisch ist irgendwie kein gescheites Deutsch nicht kann ich sagen. Spezialausrüstung schaltet man wahrscheinlich erst frei. Fähigkeit. Ach du Scheiße. Resonatorstoß. Was haben wir da? Schnelle Fallenstellerin. Flinke Handwerkerin. Geschickte Plünderin. Elementraserei. Jägerin. Maschinenmeisterin. Überlebende. Stufe 2. 50% mehr Heilung und 50% mehr Heilungstempo. Okay. Outfit-Stärkung. Aha. Da gibt es mehrere Stufen, wo die... Ach du Scheiße. Hä? Wie können wir unsichtbar werden? Und mit in so einem Pirscher-Teil. Ach, das ist ja cool. Berittene Verteidigung. Ja. Achso, da können wir die ganzen Biografien anschauen. Rost. Ui. Elizabeth. Gaia. Travis. Hades Alpha. Hades. Ted Pharaoh und der Wal. Also. Sammelobjekte. Fortschritt. Okay. Fortbewegung. Ich denke ernst. Es tut mir leid, aber mein innerer Monk wird getriggert, wenn du Ausrufezeichen um ist. Ich muss das weg da. Das ist aber ein blöd. Natürlich kann man sich das alles durchlesen, aber ich bin mehr so der Typ Learning by Doing. Das war nicht der Travis, den was du musst, das war... Kreuz, wie hat denn der geheißen? Der Ted, oder? Nein. Ted, meine ich. Nicht der Travis. Ja, kurz gemacht, der Travis war's, aber das war der nicht. Das war der Ted. Also ich glaube, dass er so geheißen hat. Ich weiß nicht, ob es den wieder gibt. Müssen wir mal gucken, ob er mitkommen ist in den verbotenen Westen. Könnte sein. Gegnerstufen. Oh. So, haben wir jetzt alles durch? Perfekt.
Karte. Ach so, ist wahrscheinlich nur Stadtgebiet. Okay, wenn du dann musst, dann weiß ich es nicht. Ich weiß schon, dann das sofort heiraten. So. Jetzt weiß ich aber gar nicht. Ah ja, zum Färben war das. Voll oben, komm. Hallo. Was? Ey Leute, das war knapp. Ja, aber das ist so Lakisti da. Kein Lakisti. Field of View kann man nicht ändern, gell? Anscheinend nicht. Bewegungsempfindlichkeit, ja, wobei. Schauen wir mal, Controller Vibration. Schwierigkeit sehr schwer. Egal. Oh, da ist noch was. Noch Blüte. Eine grünende Blüte. Und wieder Heilpflanzen. Probieren wir es aus. Ich muss halt jetzt schon sagen, ich muss viel mehr scannen. Weil es wird nicht mal sehr auf den ersten Blick angezeigt. Liegt vielleicht auch an der Schwierigkeitsstufen, kann das sein. Kann man da tauchen? Ja, man kann tauchen! Ist da noch mehr? Wie kommen wir dann wieder auf Tee? War was Gutes da unten? Ja. Vorräte. Ja, war ein kurzer Ausflug mit der Elo. Wir haben fast erstickt. Was? Das war's. Mehr gibt's nicht zum Singen. Das Zeug breitet sich schnell aus. Vor 6 Monaten war alles gut. Jetzt ist sie überall. Au, das schmerzt. Ja gut, dafür geht aber der Fokus sehr ziemlich weit. Ja, das weiß ich schon. Ich habe nur nicht mehr gewusst, wie ich auf Tee komme. Das war mein Problem. Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Aha. Metallleiter. Auf dynamische nach oben, um das voll. Ah, okay. Gut zu wissen.
Da ist wahrscheinlich nichts mehr. Meistens ist ja da hinterm Wasserfall irgendwas, oder? Nicht? Es ist komisch. Ah. Ich glaube, da geht's nicht oben. In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Am Bach gibt's etwas Reinholz. Sammle Reinholz. Sogar dies müssen wir entdecken. Warum können wir nicht einfach die alten Pfeile nehmen? Haben die nichts mehr? Ist schon recyceln und so im Jahre 3000? Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Halt, falsche Tassen. Jägerbogen. Herstellen. 20 Pfeile. Fertig. Ich auch. Pfeile sind bereit. Da ist noch mehr Holz. Ich nehme alles einfach mit. Einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Ist da noch mehr? Da ist noch mehr. Dann auch noch Heilpflanzen. Heilpflanzen. Können wir die auf Lager mitnehmen? Ah! Na du schau her. Ist da nichts mehr? Unter Wasser oder so? Okay, schade. Wir sind mal da noch im Startgebiet. Von dem her. Was ist da? Nix, okay. Eine Leiter. Aber Ja. ich komm nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ah. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Klappt. Ha! Nach dir. Bin der Meister. Meisterlich. Die Bewegungsunschärfe, die macht mich ganz deppert. Aus. Kamera verwackeln. Aus. Jetzt hat er. Wahl, kommst du? Oder magst du da nicht? Hm, ich weiß auch nicht. Bei der Göttin. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Golddornpfeffer. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Die Plage vergiftet nicht nur Pflanzen. Sie tötet auch Tiere. Und die Menschen werden auch krank. Mhm. Und verhungern? Das werden wir nicht zulassen. Alter Motorraum. Wo kann ich da sammeln? Mich da hintrige.
Also nicht, dass man wie irgendwie was übersehen. Oh, Auto brumm brumm noch dünn. Ich glaube, da geht's nicht durch. Ah, leider nicht. Gibt's ja nichts zum Singen. Aber dass du überhaupt nichts herhinter gibt. Doch, ein Haufen Holz. Oh, noch mehr Holz. Her damit. Kann man alles brauchen, vor allem wenn man so viele Pfeile verschießt wie ich meistens. Suchen wir einen anderen Weg. Ja, Wahl, immer mit der Ruhe. Ui. Na gut, dann schauen wir halt da weiter. Ich ging einmal die Straße lang. Hier runter. Gräber. Hä? Ah! Schwachstelle Auge, unzerstörbar. Mhm. Schnell zum Gras. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Ist der nicht süß? Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Notizbuch. Gräber. Eine Aufklärermaschine, die einen schrillen Signalton abgibt, um Verbündete zu alarmieren und Feinde zu betäuben. Sie kann unterirdische Tunnel anlegen und unerwartet wieder auftauchen. Schwach gegen Feuer. Ah, Baby. Ja, das schaut aus wie ein Baby-Eichhörnchen. Irgendwie so ein Nagetier. Stark gegen nix. Harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Teil des Auges, der besonders anfällig für Schaden ist. Unzerstörbar. Schwachstelle. Druckluftbeutel ablösen und Erschütterungsangriffe zu deaktivieren und ihre Rohstoffe einzusammeln. Vorratsbehälter für wertvolle Rohstoffe ablösen, um seinen Inhalt einzusammeln. Wird zerstört, wenn getötet. Also die zwei Sachen müssen wir entfernen, weil sonst kriegen wir es nicht. Es ist ein leichtes Getier. Schwach gegen Feuer. Okay, konzentrieren. Da kommt noch einer. Ah, bitte nicht. Oh. Woher weiß der Fokus das alles? Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Kurze Impulse von deinem Fokus weisen auf wertvolle Maschinen, Bauteile und Kadaver in deiner Nach Umgebung der hin. Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden.
Okay, mir sammelt man auf jeden Fall noch. Diese Jetzt Maschine wurde auch erschossen. schaut aus, als war schon jemand vor uns da gewesen. Nur mal so zur Info. Ich glaube, wir sind wir nicht die Ersten. Wir jagen schon wieder irgendjemand nach. Was ist jetzt eigentlich mit den Beeren? Also das sind Steine. Gesundheit ist voll. Ja, aber warum werden die Beeren nicht übernommen in meinem Beutel? Was schon war ja voll logisch und so. In meinen Augen. Wir haben jetzt 3 im Inventar. Mit Rohstoffe, alter Kranzverkauf. Ausrüstungsupgrade. Waffen und Outfit verbessern oder für Metallscherben verkaufen. Ah! Eine Primärnähe von der Zirkulator. So, damit können wir unsere Sachen upgraden. Metallknochen. Verwendung Munition für Stolperfallen, Stachelfallen und Bogenschießer herstellen. Und Holz. 10 von 10? 100 von 100? Geht doch nicht mehr. Heilung. 13 von 24. Verletzung heilen und Tränke herstellen. Herbepflanzen. Essen von Kochen in Siedlungen kaufen. Von Köchen, nicht von Kochen. Aha. Okay. Nur was mir wenig stört, warum kann ich nur 100 Holz mitnehmen? So. Okay, Fertigkeiten haben wir noch gar keine. 49 Metallscherben haben wir. Naja, schauen wir einfach mal. Das ist eine Heilpflanze. Noch eine Leiter. Ich muss das Schloss treffen. Ja, ja. Schaut aus, als kann die Waffe. Geschafft. Okay, ob teilweise Sound auf dem Controller, dann kann ich ihn leider nicht übertragen, das tut mir leid. Oh, das sind nur so kleine Du hattest Töne. schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, hatte Ja, ich. ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Mhm. Vor allem, die sind ja so schön klein. Ah, da kann man sich ducken. Muss ich da überhaupt durch? Denke. Das sieht so komisch aus. Achso. Ja, wie bist du durch? Ja, ich weiß, aber trotzdem tut's mir leid. Um zu sprinten, ja, das weiß ich ja schon. Ich mag langsam erkunden. Hier durch. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Ja. Göttin, schütze uns. Willkommen in der Farsinith Alles gut, Val. Farsinith? Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Alles gut, Val. Melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Datenkonsole. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft. Dr. Sobek. Okay.
Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elisabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Was zur Hölle? Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Mich mag es wohl auch nicht. Keine Bogwoods. Altes Klangspiel, alter Zahnstocher. Das sollten wir aufbrechen können. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Ah, Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Und wo sind sie jetzt? in der Ruine. Vermutlich. Ah, und dann noch heilende Beeren. Also die schauen da wieder unterschiedlich Stinkt hier aus. so. Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssen hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Und es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Untersuche das Geröll der eingestürzten Mauer. Also da. Kann man da dahinter. Eine Trainingsattrappe? Eine Werkbank. Ebene Arbeitsfläche mit verschiedenen Werkzeugen kann zur Verbesserung von Ausrüstung benutzt werden. Ja, geht aber probiert nicht. Oder ist noch eine Kiste? Kühlsaft und Metallschirm. Kann man die gänzlich zerstören? Ja. Feuers. Jetzt ist es? Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Aloy, hier drüben. Ich glaube, ich hab da was. Das ist wohl ein Osseram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hak es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Beschädigtes Werkzeug. Armer Kerl. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Beutel untersuchen. Ganz schön viel Zeug. Hm. Die wollten hier wohl eine Maschinenkabel Weile bleiben. stärker als Seil. Aber ist nicht so schlimm, jetzt ist das nicht jetzt. Ich Ein esse auch fast nicht. Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Gut, da ich die Werkbank schon Könntest gefunden diese habe. Werkbank benutzen.
Zugwerfer, eine verbesserte Version des Prototypen-Werkzeugs eines Stöberers, das sich an Objekten festsetzen und sich herbeiziehen kann. Ermöglicht auch das Ziehen zu bestimmten Greifpunkten. Kosten: beschädigtes Werkzeug, Maschinenkabel und Maschinenschrott. Erstellen. Herstellen, abgeschlossen, hergestellt. Story fortsetzen. Okay. Da. Ein Zugwerfer. Werkbank benutzen. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. Okay. Anscheinend war das ein Teil einer Maschine. Wenn das nur ein Teil ist, ist der Rest riesig. Okay, ich stimme gerade so blöd. Ach so. So geht dies. Das ging besser, als ich dachte. Wow. Also, das hat aber das Auge gekühlt. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Wofür ist das nur? Datenkonsole. Was ist das? Wow. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard und es ist mir eine Freude, Ihnen Far Sinif vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto: greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Ins Was wohl Auditorium. in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Wer bei diesem musst. Was haben wir denn da oben? Vielleicht komme ich da hoch. Greifpunkt. Ah, das heißt, wir lernen was klettern. Zack, zack. Ich glaube, ich mache was falsch. Das funktioniert nicht. An bestimmten springe und tippe X an. Ah, das geht aber ein wenig schneller. Wow, hat geklappt. Ball? Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Okay, bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Datenpunkt nicht gefunden. Ui.
Kann man quasi abkürzen, sozusagen. Viereck lässt man sich fallen. Oh. Oh, jetzt sprinten müssen. Naja. Übung macht den Meister. Fallen lassen. So, und jetzt sprinten. Und springen. Wow. So. Noch ein Datenpunkt oder so? Okay. Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Bunkertür. Ah, da ist eine Leiter. Schon komisch, genau da haben sie Bitte Leiter sehr, hinterlassen. Danke. Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Far Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Givumbi, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist: Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee. Sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Gab Elizabeth Ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Far Zenith glauben, dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren. Für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon. Aber Sie sahen noch nicht, wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber
Es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da, das Backup. Das sollte da drin sein. Da kann ich nicht drüber schwimmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Ah ja. Das... weiß ich nicht. Wie soll ich das sagen? Unglaublich, dass die Alten fliegen konnten. Ja, Sie genau. konnten enorm viele Dinge. Gute und schlechte. Das stimmt So leider. aus. Was da oben ist. Zwischen den Sternen. Das Schlimme ist, es stimmt. Zum Teil kümmert's viel, Hier ist alles völlig zugewachsen. wo es nicht gut ist. Oh. Okay. Vielleicht kann mein Fokus hier helfen. Angeberin. Okay, da geht's nicht mehr weiter. Ich sollte das Ding aus der Wand ziehen können. Ah. Zieh! Geht doch. Weiter rein in die unheimliche Ruine. Ist das so unheimlich? Ich finde es eigentlich relativ schön. Über uns. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Das könnte die Osseram getötet haben. Sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut. Mich nix sagen. Aber ich glaube, ich weiß, was das war. Damals nannte man es Horus. Von denen ist die Menschheit ausgelöscht worden, mehr oder weniger. Hier hoch. Was, Bodo? Bodo, was? Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Leise. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ach, Horus, kein Ich sollte Bodo. erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Okay, nur für die zur Info. Bin auf Position. Das war eine riesige Maschine. Kann das leider gerade nicht sagen, weil ich gerade überhaupt nichts da habe, was annähernd. Stell dir das vor wie eine riesige Spinne, die von den Menschen als Kriegsmaschine erbaut worden ist. Und dann aber so konzipiert worden ist, dass keiner mehr über Hintertürchen abschalten können hat. Das heißt, die Maschinen, die waren auf reinen Tötungswahn. Die haben alles vernichtet, alles zerstört, alles, was ja im Weg gekommen ist. Beziehungsweise, das war ja gedacht, dass, was soll ich denn sagen, dass du quasi Krieg führen kannst gegen eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Land oder wie auch immer. Nur leider ist das Ganze nicht ganz aufgegangen und irgendwann haben die Maschinen die Kontrolle von alles übernehmen müssen. Der ganzen Welt. Und durchs Hintertürchen hat man den rein können, die Maschinen. Das heißt, die Maschinen haben die Menschheit ausgelöscht. Und mit dem ganzen Verlauf hat die Menschheit gesagt, okay, wir brauchen irgendein Backup, dass die Menschheit nicht ausstirbt.
Und das Backup ist aber gerade wieder dabei, dass er sich selber zerstört. Wie und weshalb, weiß ich selber noch nicht. Was aktiviert? Okay, da ist ein Patrouillenweg. Ich muss näher ran. Spur markieren. Versteckt bleiben. Stein aufheben. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment verpassen. Und jetzt werfen. Das ist eine sehr komplexe Vorgeschichte, kann man sagen. Aber das war mehr so die Kurzfassung, kann man sagen. Stiller Schlag. Maschinenmuskel und Metallschirm. Meiner ist auch erledigt. Ich möchte einen looten. Was war da? Stein. Oh, grün sogar. Mit Tiefnähe vom Muskelkern. Gut, ob grün jetzt noch was Besonderes ist. Da vorne sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Drüben war noch was, aber. Oh. Bist du bereit dafür? Ich schau. Andere ist da unten. Kommt zu Daddy. Erledigt. Metallknochen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Heilpflanzen und so ein Zeug. Wo geht's? Ja. Gibt es noch Heilpflanzen? Das bis jetzt kam mir relativ gut klar. Na, gehen wir hier. Nicht umdrehen. Alle erledigt. Okay, das war Was nicht ich ganz so sagen geplant. wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Ach so. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat, Gesalbte. Sagt dies die Buck dies die Tür. Oh. Kühlsaft. Können wir dabei brauchen. Jetzt haben wir bald unsere heilenden Beeren übernommen. Liegt vielleicht daran, dass ich die Spiel schon kenne. Oh, ein Fuchs. Lager hat wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Oh, Es schade. konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten.
da irgendwas? Da gibt's was. Oh, Die Osserer müssen noch mehr Gräber. Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Oh. Hier war wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Ach so, Maschinen. Das ist für später. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Du hast gerade einen kleinen Gesundheitstrank gehalten. Das Trinken von Gesundheitstranken erfordert Zeit, aber sie stellen Gesundheit sofort wieder her und können sie über die maximale Gesundheit ansteigen lassen. Ah. Das ergibt Sinn. So, noch mehr zum Looten? Vorsicht, da sind Fallen. Oh. Vielleicht kann ich sie entschärfen. So, ein paar Sachen für später erbeutet. Pass Hab auf, sie dass du entschärft. nicht hochgehst. Und mehr Sachen bekommen. Gibt's noch mehr? Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Kim zerstören. Gibt's bestimmte Trophäe dafür. Ein Blechkopf weniger. Sag doch. Sprengpaste. Nützlich. Oh, ich habe nicht Ah. die Sachen für eine Falle. Wir brauchen noch Anscheinend Sprengpaste. haben die Osserer Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Wildfleisch. Aha. Okay. Ich habe jetzt alles für eine Falle. So, Sprengfalle fertig. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Mhm. Oder war noch was? Schau her. Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Das ist noch so ein Metallding. Noch mehr Sprengpaste. Und Muskeln. Ah. Greifhaken. Und der Wal? Das sind Maschinen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich habe sollte diese mal Maschine scannen. schon mal Müller. gesehen. Ein wendiger Plünderer, der häufig in Herden unterwegs ist. Er kann abgerissene Maschinenteile schnell zerstören, Gegner beißen und Schockangriffe aus der Distanz abfeuern. Ach, das ist jetzt wie der Plünderer, heißt nur anders. Hat er Außenhülle, Vorratsbehälter, Energiequelle der Primärwaffe, Frostschaden, Kettenreaktion. Mit Schockschaden eine Elementexplosion aus. Ah, okay. Frost und Säure ist doch gut dagegen. Den Haben kenn wir ich beides nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir eine deiner Fallen in seinen Weg legen. Ah, das ist eine gute Idee.
Ich baue mir voll. Na, geh hinter da. Sehr schön. Ich glaube, das hat Wetter. So einen Stein nehmen wir mit. Ich glaube, gerade im Anfang ist Stealth-Spielen eine gute Lösung. An deinem Vorrat geschickt? Ah, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Werkzeug. Rohstoffe. Kaufen, Upgrade, Munitionsrohstoffe. Doch 100 herin. Munitionsding. Wo ist das andere? Ich habe keine Ahnung. Wow, gibt es da wieder voll Datenpunkte. Gott, die sind alle Maschinen. Varianten. Ach du Scheiße. Schau doch mal, wie viele Varianten von die verschiedenen Gräber es gibt. Oh, Leute. 4 verschiedene Wühler. Echt, da gibt's noch mehr? Okay. An deinem... Da kommt Pokémon mit Shiny einpacken. Der ist böse. Ja, aber es gibt da Shiny und Alola und schieß mich tot. Na, Kim? Kannst du aufgezogen, wenn's war. Alles sicher. Was nur gesagt gehen wir haben. weiter. Ja, aber Shiny braucht man auch nicht. Das ist ja so ein Shiny Wühler schon anscheinend. Viele Ruinen der alten Welt. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Ah, da gibt's noch Sachen. Und einem Vorrat geschickt. Ah! Kann das sein, dass irgendwo einen riesen Vorrat gibt, den wo ich dann plündern kann? Also quasi, ich gehe jetzt in die Stadt, da gibt es einen Typen, den rede ich an und dann glaube ich von meinem Vorrat raus. Das war cool.
Also erst einmal soll ich da rauf. Kann's auch. Alles ist möglich. Da gibt's einen Von hier komme ich Greifpunkt. nicht an die Leiter. Ah. Eine Strickleiter ist da oben. Die ist wieder für den Wal. Das ist bestimmt der Stein. Da hinten. Alte Vorratskiste. Und ein Kletterpunkt da dazu. Du kannst aber jetzt der Wal mitkommen. Wow, die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Hoffentlich kommt sie nicht zu uns. Also du geht's lieber beide. Ah. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Wird Algen. feindlich dann um mich. Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Ah, da ist. Was ist hier drin? Schon, da muss ich Hey, weiter. Sieh dir das an. Was ist denn das? Zero Dawn Handelsabkommen. Zusammenfassung des Verantwortlichen des Hohen Rats. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero Dawn sind abgeschlossen und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseits profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche, im Gegensatz zu wenigen taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitgliedern. Zusammenfassung liefert Fasenit. Entschuldigung. Eine Kopie des Prototyp Homer Archivs bereits gesendet. 500 Ektogenese-Kammern müssen aus dem Lager unserer Ninma-Anlage beschafft werden. Zusätzliche Ektogenese-Forschungsberichte. Im Gegenzug erhält Fasenit in den Wochen vor dem Start der Odyssey eine Kopie des Alpha-Builds der Apollo-Datenbank. Unsere Einschätzung des Zero Dawn Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Es sollte beachtet werden, dass Dr. Sobek nur so gerne dazu bereit war, aber ich habe ihr klargemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentliche Gespräche mit Dr. Sobeks Team führen, während Datei beschädigt. Die Daten erwähnen Technologie, die Farsinet mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Mal sehen. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Haha, wir haben einen angesteckt mit einem Sammelwahn. Kann ich jetzt da noch irgendetwas mitnehmen? Nicht geil. Ist nichts mehr. Oakley dokley. Tür öffnen. Das ist jetzt meine Kiste. Wir müssen wohl hochklettern. Erst mit Leiter hinablassen. Was wären wir mir mit deinem ganzen Kühlsaft da? Das ist bestimmt zum Kühlen.
alles auseinander. Ich hab kurz Es ist Angst ja auch gehabt. 1000 Jahre alt. Ach ja, mei Gott. Ja. Und so schon mal vorkommen. Kommst du auf oder schaffst es du nicht? Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Ansu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt. Was nicht stimmt. Farsinet hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt... Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Also nach und nach kommen wir der Geschichte näher. Info-Update. Geschätzte Mitglieder des Hohen Rats, anhängend der gewünschte Bericht. Ich gehe davon aus, dass ich Ende der Woche weitere Informationen liefern kann. Anhang. Elizabeth Sobeck. Alle Quellen weisen darauf hin, dass Dr. Sobeck weiterhin fieberhaft an der Entwicklung von Gaia arbeitet und dabei bis an ihre physischen und psychischen Grenzen geht. Ihr untersteht ein großes Team, aber unsere Quellen berichten, dass sie ihre Zeit meist allein verbringt, was ihren bisher dokumentierten Gewohnheiten entspricht. Weitere Einzelheiten siehe Hauptdetail. Schlussfolgerung. Dr. Sobeck ahnt nach wie vor nichts vom Projekt Ansu.
Sie wird weiter beobachtet, um eventuelle Verhaltensänderungen festzustellen. Ted Farrow. Mr. Farrow zeigt weiterhin extreme Schuldgefühle und psychische Instabilität. Sein Retterkomplex hindert ihn daran, sich mit seiner Verantwortlichkeit für die bestehende Vernichtung des Lebens auf der Erde auseinanderzusetzen. Seine Aufmerksamkeit ist zwar hauptsächlich auf den Bau von Theben gerichtet, doch unsere Quellen zufolge hat er vor kurzem Hank Shaw dazu gezwungen, eine geheime Hintertür im Zero-Dawn-System zu installieren, mit deren Hilfe die Alpha-Autorität aufgehoben werden kann. Es ist unklar, was Mr. Farrow damit bezweckt. Er könnte damit zwar den Erfolg von Zero Dawn gefährden, er sollte jedoch keine Auswirkungen auf die Ziele von Anzu haben. Schlussfolgerung. Irrelevant für die Ziele von Phase Zenith keine weiteren Maßnahmen notwendig. Hank Shaw. Der letzte Kontakt mit Mr. Shaw hat bestätigt, dass er die Arbeiten in seiner Rolle als Projekt Beta der Hades-Unterfunktion fortsetzt und seine Verbindung zu unserer Organisation unbemerkt geblieben ist. Er hat für seine Koje auf der Odyssey eine Premium-Ausstattung gefordert, was bewilligt wurde. Schlussfolgerung. Mr. Shaw liegt mit den Lieferungen einer Kopie von Gaia im Plan. Nach der Übertragung wird er vor dem Start der Odyssey aus der Gleichung gestrichen. Im Maßnahmeplan sind wow. Die haben den ausgenutzt, dass sie dann von der Listenstreicher können. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Respekt. Wir müssen die Osseram zurückgelassen haben. Ihnen hilft sie nicht mehr. Aber uns vielleicht. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den brüchigen Zustand zu versetzen. Gegner im brüchigen Zustand sind anfällig für Stoßschaden. Ah, endlich. Wir können 6 Waffen gleichzeitig mitnehmen? Oh. Geil. Tür öffnen. Hier unten. Von der Kante fallen lassen. Okay, so geht's auch. Kisti. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Schaut ganz danach aus. Da, das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Ach du Scheiße. Noch so eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Cooler. Achso. Stimmt, weil es ja Frostschaden. Hauptupgrade Rohstoff. Okay. Kann er mich da unten irgendwo verstecken? Also. Sie ist brüchig. Ich kann ihr mehr Schaden zufügen.
dich. Die Maschine hielt der Kälte nicht stand. Tja, das ist meistens so. Und wie schaut der ganz schön zerfledert aus? Hier kommen wir vielleicht rüber. Noch mehr Osseram-Stöberer Aha. und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie Gott. hatten keine Chance. So, Holz und die ganzen Sachen nehmen wir natürlich mit, weil irgendwann Also. wird man sich das schenken. Dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja, all die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Far Zenith? Nein. Nein, er war schlimmer. Direkt mal auf Kartenschau. Oh, wir haben erst die Hälfte von deinem Gebiet. Okay. Spulen bearbeiten. Wir haben die Spulen nicht. Eisenbahn. Also wir sind eigentlich total gut ausgerüstet aktuell. Datenpunkte. Achso, da haben wir den nächsten. Okidoki. Aber ich muss jetzt unbedingt Schiffe gehen, es hilft jetzt alles nichts. Das heißt, die Los eigentlich jetzt mal kurz allein, ich bin gleich wieder da.
So. Schon wieder Flaschensammlung da. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie muss ich halt ganz schön voll klinken. Wie immer. So. Schauen wir uns weiter um. Und ob wir da jemals in das Gebiet wieder zurückkommen können. Kannst du? Ha, schau her, ich bin durchgekommen. Haha. Oh, Obstbaum. Hör aus. Oh, Fischi. Kann man die jagen? Nein. Okay. Leider nein. Oder? Nö. Geht das da allgemein nimmer? Oder nur in Anfang nimmer? Egal. So, ich möchte da Affe, wenn es geht. Da gibt es so viel zum Erkunden. Und ja, ich mag alles mitnehmen. Alles, was es gibt. Also zumindest Sammelsachen. Das Holz werden wir jetzt nicht mitnehmen, ist jetzt nicht so schlimm. Holz kriegen wir wie Sand am Meer. In der Regel. Wow. Dieses Datenpunkt. große Metallding sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Stell dir vor, damit zu den Sternen zu fliegen. Oh. Ein Tagebuch voller hastig gekritzelter Glyphen. Tag 1. Wir sind ins Tal hinabgestiegen, in die Ruinen eingedrungen. Der Boss hat schon immer eine gute Nase für Stöberstellen, aber bei der Schmiede, er hatte recht. Dieser Ort ist unberührt. Wir mussten ein paar Maschinen erledigen, aber wir haben unsere Sachen hergeschafft. Lästige Viecher, die aus dem Boden kommen, aber ansonsten haben wir diesen Ort ganz für uns allein. Wir haben unser Lager in der Nähe des Haupteingangs aufgeschlagen. Faruf hat sich fast zu Tode erschreckt, als er seinen Hammer fallen gelassen hat und der die Stufen runtergekracht ist. Ich nehme an, der kleine stöbert zum ersten Mal, obwohl er was anderes behauptet. Immerhin hat er das Glück, dass wir nicht unter die Erde müssen. Tag 2. Wir sind weiter in die Ruinen vorgedrungen. Der Boss hat seinen neuen Prototypen ausprobiert. Er nennt ihn Haken und Zieher. An den Namen sollte er noch arbeiten, wenn du mich fragst. Ich habe Faruf einen einfachen Trick zum Schätzen von Beute gezeigt. Je weniger Rost daran ist, desto höher ist der Preis, den man im Meridian dafür erzielt. Alles in allem ein guter Tag, bis er behauptet hat, er hatte die Bäume an einem anderen Flussufer schwanken sehen. Der Kleine ist nervöser als ein Frosch auf heißen Kohlen. Tag 4. Mitten in der Nacht war ein tiefes Grollen zu spüren. Vielleicht ein Erdbeben? Aber die ganze Truppe ist jetzt nervös. Der Boss hat die Hälfte von uns angewiesen, weiter drin ein zweites Lager aufzuschlagen. Er meint, wir räumen die Ruinen schneller aus, wenn wir uns aufteilen. Ich werde nicht widersprechen. Ich glaube, ich mache eine Trainingsattrappe für Faruf. Der Kleine würde nicht mal gegen einen Gräber ankommen. Tag 6. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Der Kleine hat's nicht geschafft. Eine Maschine hat ihn an der Flussquerung mit Säure beschossen. Ich kann sie da draußen hören. Ein paar Minuten ausruhen, dann wollen wir loslaufen. Und... Danke, Tati! Das ist noch mehr Holz. Mehr Holz. Aber das ist so Reinholz. Da vorne patrouillieren Maschinen.
Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Gräber. Ich glaube, das ist ein Unterschied auf leicht zu schwer. Wahrscheinlich auf leicht schon ist ja einmal ins Auge und dann haben sie hinüber. Ich glaube, sehr schwer braucht man ein bisschen mehr. Auf alle Fälle schaltet man die leise aus. Weil gerade auf der Schwierigkeitsstufen wird es schwierig. Es wird aber gerade allgemein schwierig, wenn der auf ihre schaut. So geht's. So, bloß nicht umdrehen. Perfekt. Locker, easy. Wenn man es leise ausschaut, glaube ich. Oh, eine Rühle. Das kann böse ausgehen. Scheiß die Wand an. Ah, Okay, feigt gar nichts. kommen wir jetzt hier raus. So, erst einmal wieder alles mitnehmen. Oh, da ist auch noch was. Kühlsaft, ganz Die wichtig. Maschine schlug direkt durch die Mauer. Was? Was sagst du schon wieder? Was ist hier drin? Alter Zahnstocher und eine Metallbarren. Und eine heilende Beere. Die so schön angestrahlt wurde. Da hinten ist eine Leiter. Mhm. Oh! Wo? Ah, da oben halt. So ist es. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ah, das glaube ich. Bist du denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Oh, okay. Okay, das war die falsche Seite. Egal. Alle Opa! Oh.
3 von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir. Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Und das alle? No, da hat noch mehr. Alte Vorratskiste. Wollen wir die markieren? Okay. Dann salben wir uns einmal ab. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Mhm, bestimmt. Hallo? Was mit an der senken? Vielleicht sollte ich fürs Erste den Speer nutzen. Munition sparen. Oh. Halt. Ein kritischer Schlag. Ja, zumindest alles erledigt. Nein, nicht vergraben. Oh Gott. Oh. Warum hat mich der entdeckt? Beziehungsweise warum bin ich da so leichtgläubig gewesen? Dass mich der da nicht sieht. Aha. Na egal. Da ist noch der Gräber, stimmt. Okeli dokeli. Gut, dass da ein paar Beeren sind. Ist der Medizinbeutel fast wieder gefüllt. Wir können uns ganz befreit bewegen. Ui, da ist noch Kissen. Wo ist sie mitnehmen, haben sie aber gesagt. Golddornpfeffer. Wie riesig das Gebiet einfach da ist.
Atmen fällt dir schwer. Ich sollte irgendwie zu deinem Shuttle. Wahrscheinlich sollte du irgendwo aufkraxeln. Warum kann ich da nicht rein? Kann man nicht eine? Aber da kann man eine. Da. Mit der Ach, da Leiter schau komme her. ich auf den Turm. Geht doch. Gott. Ah. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt aus springe. Was? Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Geschafft! Ach so. Aha. Jetzt habe ich es verstanden. Ich sollte mich mit deinem Schwung quasi auf die zwingen. Da kann man noch weiter klettern. Da ist noch eine Vorratskiste. Die ganze Zeit haben also 3 riesige Maschinen Osseram getötet und überall Säure vergossen. Mhm, schaut so aus. 3 Schlangen. Oh Gott, das vibriert so Das klingt stark. ja gut. Wahrscheinlich bricht sie gleich alles zusammen. Der Sturm wird stärker. Geschafft. Vorsicht! Oh, oh, oh. Alle kraxelt man wieder einfach Das war umeinander. knapp. Ein Kein Problem. wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht komme ich damit rüber. Ob das nicht reißt. Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Mhm. Der Ort fällt fast auseinander. Aber nur fast. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Suche nach der... Oh Gott. Wühler und Gräber. Das macht Freude. Super. Noch mehr Maschinen. Mhm. Oh Gott, noch mehr. Na, Wühler. Also zerstören werde ich es auf jeden Fall. Frage ist nur wie.
Einen offenen Kampf möchte ich gerade nicht eingehen. Der andere ist da hinten. Was zwingt mir die, wenn ich den jetzt da erlegt? Kannst du ausgehen. So, in der Regel kämen ja die jetzt daher. Also eine Sprengfalle kann die auch noch herstellen. Der sagt dann nicht einmal. Dann ist das scheißegal. Die Steuerkonsole könnte dort drin sein. Passt. Das ist Steuerkonsole. Steuerkonsole. Sind noch mehr rum? Darf nicht vergessen, wir haben noch einen Wühler. Sein Weg ist aber da vorbei. Das heißt, der dreht jetzt normalerweise um, genau. Und noch eine Heilpflanze. Normalerweise kann ich dem noch gehen, ohne dass er umdreht. Okay. Jetzt bin ich hier ungestört. Schön. Energiezelle. Gibt's da nichts mehr? Okay. War nicht. Da gibt's noch einen Haufen Holz. Und eine Heilpflanze. Mittlerweile haben wir echt ein bisschen was auf Lager. Da ist noch der Gräber. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Ja! Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Natürlich. Was? Vor allem, warum verschwinden die jetzt nicht? Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Kondo Affe. Nur da nicht? Aber irgendwie muss ich da Affe kommen. Klingt das? Nein. Na, sag mal.
Aufzugziel markieren. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. So, gut ist gleich. Ja, gewiss, irgendwas hat es mit denen auf sich. Runter geht's. So, schauen wir einen Aufzug. Der wohl leider nicht mehr funktioniert nach 1000 Jahren. Das ist aber schon ein wenig Saustall, ja. Shuttle klettern, um die Kabel zu lösen. Okay, da geht's nicht mehr weiter. Davon geht's weiter. Okay, das Quietschen klingt nicht gut. Ich muss die Kabel schnell trennen. Mhm. Oh, jetzt eine Kiste bitte immer. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wenn ich drauf schieße, geht sie kaputt. Eins weniger. Jetzt muss ich nur noch rüberklettern und die nächsten Kabel lösen. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Oh, die Welt hätte Wahlrecht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Sagen wir es so, du kannst es aussuchen. Entweder oben gehen und drauf gehen oder probieren, dass man so umschafft. Also. Recht viele Möglichkeiten hast du nicht. Und Aloy schafft er das. Okay, da können wir nicht rauf. Ah, da oben müssen wir wieder. Fast Ah, da geschafft. ist das zweite. Da ist die andere Verbindung. Erledigt! Scheiße! Irgendwie habe ich sowas befürchtet. Du willst ja wohl nicht abhauen, oder? Das wohl auf die harte Tour. Natürlich! Ich muss das Ding erledigen. Okay, wo ist der Schwachpunkt? So, eine riesige, schnelle Kampfmaschine, die aus großer Entfernung zuschlagen kann. Sobald sie aufgerollt ist, hat sie Zugriff auf ihr gesamtes Arsenal, da ihre rotierenden Körperteile einrosten. Schwach gegen Feuer, Frost, Plasmaschaden. Stark gegen Schock, Löschwasser und Säureschaden. Harte Außenhülle, Schallhaube. Haupt-Upgrade-Rohstoff. Kettenreaktion bei Plasma. Haben wir nicht. Metallbiss. Bei Schock haben wir auch nicht. Wasser haben wir auch nicht. Auch nicht. Sprengstoff. Ja, da gibt's viel. Einsetzbare Waffe.
Ah. Also Schwachstellen hat das voll. Gut. Ein Schlängelzahn. Ich muss auf die Säure achten. Ach Gott, das richtet einem gar nichts so. Wow! Da ist ja doch noch Feuer in dir. Also ja, mal, du legst die hin. Ach, jetzt Big wieder nicht. Warum nicht? Jetzt bist du unnütz! Da! Mein Hinter liegt jetzt frei. Ich sollte drauf zielen. Oh Gott. Oh, gut, da ist so viel gesammelt auf vorher. Oh, leck. Was ist jetzt los? Ausgebrochen! Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Das klauen tue ich nicht. Oh, das ist schnell gegangen. Seine größte Schwäche Ich ist muss Eis. das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Ich sollte nach Schwachstellen scannen. Okay, wo ist der Schwachpunkt?
muss auf die Säure achten. Wow! Du hast ja doch noch Feuer in dir. Ich komm nicht weg! Es ist halt auch ein Witz, was wir mir Schaden machen. Ach du Scheiße. Das gibt's doch nicht. Jetzt bist du unnütz! Da! Die Kanister liegen jetzt frei. Ich sollte drauf zielen. Au, 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 au. Ah, jetzt befreit er sich wieder und jetzt wird es schwierig. Müssen wir schauen, dass wir ihn erledigen. Ausgebrochen! Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Boah!
Kruzifix! Oh Gott, hier keine Munition mehr. Ah! Sie ist tot. Endlich. Leck mich am Arsch. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Val muss sich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Boah, ist das ein Geschoss. Ach so. Oh, wow. Ja, man hat das auch nicht aufnehmen können. Wahnsinn. Also der Kampf, der war nicht ohne. Ach, da war ein Trank drin gewesen. Das ist eine Pflanze. Und das ist auch noch was. Nochmal so eine Waffe. Bin ich froh, was. Jetzt muss ich auf schauen, was das für Schwierigkeitsstufen ist. Aber wenn das Mittel ist, noch angeschehen. Kann aber durchaus sein, weil überfordern ist jetzt den Anfang auch ein bisschen scheiße. Da vorne ist noch Reinholz, aber das schenken wir uns. Schlängelzahn, Kampfschwer. Ja, wenigstens ist er schwer. Ja, schon Angst gehabt, ich bin zu schlecht. Metallbiss. Okay. So, raus da. Da ist der Shuttle. Da ist die Schlange, die wir erlegt haben. Jetzt brauchen wir nur noch ein Wahl- und das Rechenzentrum. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Heilen wir uns noch Aber geschwind. ist es noch da? Und warum holen wir den Wahl jetzt nicht? Okay, ich muss zum Serverraum. Bunkertür. Oh, endlich wieder Gruschen in die alten Ruinen. Hab das direkt vermisst. Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Okay, da können wir jetzt runterlaufen. Und da gibt es da eine Kiste. Das ist auch eine Bunkertür, aber wichtig, meine ist die da hier vorne dann. Da. Das ist noch da ein Punkt. Datei beschädigt. Was machen wir mit Dalgard? In Sachen Mr. Dalgard. Er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Phasenit. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können. Aber bei
all den neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssey-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht genug Kojen für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden und seien wir ehrlich, Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen, also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellenmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir Datei beschädigt. Bitte sei noch da. Oissaft ist gleich ausgeklickt. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Far-Sinnet-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin. Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung. Ich schaff das. Val. Tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee.
der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin, ein königliches Willkommen. Macht Platz. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Die Spitze des Speers. Untersuche die Kugel, die Hades enthalten Kein hat. gutes Gefühl dabei. Ich weiß, die kriege ich niemals da raus. Was? Übertragung. Was zum... Nein, das macht er nicht. Er kann nicht. Etwas wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Prozessor. Quantenprozessormodul. Schwer beschädigt. Klettere zum Fuß des Turms. Ja, unten durchgestoßen. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Nochmal. Tippe an, um ohne den Stick zu bewegen, rückwärts zu springen. Ah! Achso, ohne Stick. Okay. Verstanden. Jetzt wird's interessant. Das Klettersystem haben sie auch überarbeitet. Mein Zugwerfer erreicht das von hier nicht. Ich muss näher ran. Ich sollte den Kran ranziehen können. Ah. Also, Jetzt. wie komme ich jetzt zum Turm rüber?
Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Lüftungsbedienfeld. Geschafft. Jetzt sollte ich da hochkommen. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Yep. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier hochklettern. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Möglich. Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie die Kreischer sich das wohl erklären? Da ist der Knoten. Irgendwo im tiefen Westen. Mistkerl. Na, Aloy? Du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja, tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ah! Ich habe keine Wahl. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Aber wie? Aloy schafft es immer unglaublich zu folgen. Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzten uns durch. Später was trinken? Sieht
sieht wie ein Denkmal aus. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu Ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Ist das eine Statue von mir? Das ist neu. Die haben sogar eine Statue gemacht. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Vor allem bringt die Statue gar nichts. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, wenn ich zu den Hades trau. Oder einen nicht. Ich hätte jetzt eher gesagt, Vorsicht walten lassen, aber irgendwie einmal da wieder wer mag Ein gewesen. Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Das ist aber ganz schön eingesandt. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. Wenn dann dafür Sachen auf uns warten, wenn Todbringer schon einen Tod bringen. Keine einfache Erklärung, nehme ich an. War das ja die Null Vertrauen? Ja, das schon. So unentschlossen. Ich weiß es nicht. Du bist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein Stamm wilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In 1-2 Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Der Speer ist wunderschön. Ich muss die Masterüberbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Das andere habe ich ausblendet. Ich kann es gern einstellen, aber... Mir gefällt halt das nicht. Also.
Kommt das weg? So. Mit Freunden sprechen. Werkstatt. Ja, ich weiß schon. Ich hab mal wenigstens in der Cutscene kannst du es aufsitzen und dann kann man es wieder oben da, aber. Naja. Nicht nur das geht. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Kann der mal normal gehen? Es tut mir leid, Awad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Wenn du sagst Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Die Tenakt mögen Kopfschmuck? Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen. Und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders, nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verschaf, einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verschaf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinobasande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Dein Cousin, Verschaf. Wie lange ist er schon Gefangener der Tenakt? 5 Jahre. Tenakt-Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Itamen wird glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran, der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig darauf sitzen. Wenn Itamen alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß.
Vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Ich möchte Meridian wiedersehen, Avad. Und dich. Aber diese Mission ist mein Leben. Ich denke an nichts anderes. Und das muss so bleiben. Was danach passiert, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Nun, wenn du in Meridian damit anfangen möchtest, solltest du wissen, dass du hier immer hoch willkommen bist. Erfüll deine Mission, Aloy. Ich hoffe auf deinen Erfolg und freue mich auf deine Rückkehr. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Ist das nicht süß? Wir haben eine Mission. Hallo, mein Du. Was haben wir noch? Ich sollte die Objektbank suchen. Irgendwie meine ich finde die gar nicht. Das ist eine Werkbank. Verkehrt Ausgang. Da oben? Kannst sagen. Oder außen. Da, eine Werkbank. Hallo. Uthid, Vanasha. Danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha? Ich kümmere mich um Nasadi und Itamen. 2/3 Wächterin, 1/3... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Du als Kindermädchen, seltsam. Itamen hat es gut. Moment mal.
Ich bin nicht völlig zahm geworden. Nasadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar. Gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Wir waren gerade bei Itamen? Ja, okay, ich geb's zu. Itamen ist süß, lustig. Und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Bäh. Ich war seit Monaten nicht in Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Avad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Avad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben. Knuddels! Völliger Quatsch, natürlich. Also... Ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Ach, es ist so erfüllend, endlich hier draußen zu sein. So, jetzt modifizieren wir wirklich unseren Speer. Jetzt hat er. Speer-Upgrade, Spezialausrüstung. Installiere die Masterüberbrückung und ein neues Modul, um den Aufbau und die Freisetzung von kinetischer Energie im Kampf zu ermöglichen. Für den Einsatz ist die Fertigkeit Resonatorstoß erforderlich. Nudeln? Warum Nudeln? Ich bin so froh, dass du mich Okay. Masterüberbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Ich weiß nicht, warum Hilft Nudeln. sicher im Kampf. Verstehe die Frage nicht. Okay, was jetzt ist? immer noch auf das Ende deiner spannenden Geschichte. Es ist Aloy. Sie ist hier auf der Flamme. Ja, ich bin auf der Flamme. Kann ich jetzt eigentlich noch Meridian umgehen? Ich hab mich gerne ein wenig umschauen. Das ist... Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich war richtig. Aber ich glaube, das Gebiet wird später noch interessant. Biografie. Tadelloser Marat, Sonnenkönig Avad, Uthid und Vanasha. Und dann Punkte. Haben wir es. Quest. Fertigkeiten hätten wir Ohren. Also das kostet uns alles Ohren. Ah, das, was sie die gesagt haben, hat sich auch gehört mit Nudeln. Aha. Heilende Beeren bewirken mehr und schnellere Heilung. Ich glaube, das war nicht verkehrt. Konzentration. Das machen wir. Das brauche ich. Auf. Fernkampfmeister. Für das brauche ich alle 3 Seiten. Ah, jetzt hat zeig kurz gemacht. Wo ist jetzt? Also nicht genug Fertigkeiten. Resonatorstoß, das war das da gewesen. Egal. Achso, das sind die ganzen... Boah.
Also wir brauchen 5 Fertigkeiten. So, aber bevor wir jetzt mit die reden, muss ich Schiffe gehen und dann gehen wir noch eine rauchen und dann haben wir wieder da. Bis gleich.
Dann. Ja, die sagen, sprich mal mit die zwei. Hey, Loy. Bist du fertig mit deinen Freunden? Oder brauchst du mehr Zeit? Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul
Stahl und Funke. Ha! Hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Ha. Komme ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das Okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang, oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Hat's ja im Endeffekt da. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam Dornrücken? ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Du wirst für meinen Rückweg auf den Berg. Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenpriester. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht, er ist der, der sie leiten soll. Ha! Klasse. Wow. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, Taugenichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du die Schrift? Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch. Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt sich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten.
Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Ha. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest du auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Also, zurück zum Anfang. Mir war es irgendwie klar, dass sie wieder mal allein reist. Weil, warum nicht? Sie ist schon immer allein gewesen. Ja. Und ich suche mir einen Erend. Ich freue mich drauf. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte Oh. vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ein altes schwarzes Armband. Datenpunkt, 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 Datenpunkt. Eine kurze Schriftrolle aus Pergament mit einem offiziellen Siegel. Auf Anordnung von Kommandant Nosar werden alle Einwohner des Schreckens hiermit über Folgendes informiert. Die Tore zwischen Fahrlicht und dem Niemandsland werden aufgrund der bevorstehenden Gesandtschaft verschlossen und versiegelt. Bis auf Weiteres darf niemand passieren. Es werden keine Ausnahmen gemacht, unabhängig von Clan, Haus und Stammeszugehörigkeit. Aufgrund früherer Beschwerden und Missverständnisse wird nochmal betont, dass auch für die Oseram keine Ausnahmen gelten. Alle ausstehenden Vereinbarungen hinsichtlich der Ein- und Ausreise werden hiermit als verschoben oder nichtig erklärt. Je nach Art und Zeitpunkt der Vereinbarung, es werden keine Ausnahmen gemacht. Und noch einmal, um alle eventuellen Zweifel aufzulösen, alle genannten Regelungen betreffen auch die Oseram unabhängig von allen Umständen, Ausreden oder sogenannten bindenden Verträgen. Beschwerden oder Entschädigungsforderungen sowie Angebrauch können bei meinem stellvertretenden Hauptmann Lavan eingereicht werden. Unterzeichnet im Licht der Sonne Nazar Arin Kuwaman, Kommandant von Fahrlicht. Also die gehen da wirklich kein Risiko nicht ein. Es ist fast wie zu Corona-Zeiten. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Können wir da reden? Wenn du mich entschuldigst, ich muss jetzt Ja, passt schon. nachdenken. Ich pack ein und dann geht's weiter. So, ich denke mal, da haben wir es. Haben wir mir am... Ja, da sieht man die ganze Karten endlich. Ja, ja. Fahrlicht? Kettenkranz. Kettenkratz. Okay. Lagerfeuer entdeckt, unser erstes Lagerfeuer. Und eine Vorratskiste. So, einmal speichern. Oh, Schnellreise von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Ist kostenlos. Mhm. Unbekanntes Feuer, Reishornareal. Gräberareal. Unbekanntes Lagerfeuer. Was heißt unbekanntes Feuer? Unbekannt. Stürmer, Gräber. Also Stürmer gibt's wieder. Indem du dich näherst und schaltest so einen neuen Schnellreisepunkt frei. Oh Gott. So, die Wildsau hätten wir erledigt. Ein Gräber, zwei Gräber. Wildschwein.
Ja, die Karten scheint groß zu sein, aber bin mir nicht sicher, ob Zero Dawn kleiner war. Diese Maschinen müssten das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Perfekt. Na, du geh her zu mir. Oh. Feuer ist hier hilfreich. Zuerst ob man da noch geht dahinter. Trophäe erhalten. Achso, dann habe ich schon plündert. Ups. Darum gibt es wieder was Episches oder Seltenes. Oh, für die Pizza auch. Wildschweinknochen und Wildfleisch und östliche Bestierippe. Komm zu Daddy. Geht um mich. Wenn ich herausfinde, wo diese Maschinen herkommen, kann ich vielleicht lernen, sie zu überbrücken. Ha! Locker easy. Haben wir bestimmt noch einen Stein und eine Heilpflanze. Da ein Punkt. Okay, alles werden wir definitiv nicht lesen. Sagen wir so, wir lesen hauptsächlich das, was wichtig ist. Weil die Sauna ist ja... Das war ein wenig Wahnsinn. So. Dein Inventar oder in deinem Vorrat, wenn dein Inventar voll ist, geschoben. Okay. Was zur Hölle ist das da entert? Ich mag kommen. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Ein Grünglanzsplitter. Okay. Bestimmt auch wieder irgendwie etwas, was man herstellen kann. Da ist was unbekannt oben. Da gehen wir mal rauf. Du hast ein Stück Grünglanz gefunden, eine seltene und wertvolle Ressource. Kann genutzt werden, um Waffen und Outfits zu verbessern oder mit bestimmten Händlern getauscht werden. Es ist auf der ganzen Welt versteckt. Ah. Gut's auch. Uiuiui. Was zur Hölle ist da herum? Ich glaube, ich kann diese Klippe hochklettern. Ob oben wohl was Interessantes ist? Bestimmt, oder? Na, nicht zu hau. Und wieder so Pflanzen und so. Wo komm? Blasse Blüte.
Achso, da hätte mehr verzeihen können. Ja, egal. Du geht's noch weiter, Affe? Wahnsinn. Ja, dir auch viel Spaß auf der Feier, ne? Aber feier jetzt nicht stark. Nein! Zusammen. Nützlich, um Farben herzustellen. So. Tati hat mir gerade Essen gebracht. Weil Tati ist toll. So, jetzt mag ich aber trotzdem wissen, wo du hingeht. Alter Karja-Wachturm. Was wohl drin ist? Sag mal. Jetzt da weiter, Affe. Nicht da oben, Affe. Hallo? Er hat gesagt Affe, nicht oben. Jetzt oder? Bitterkraut. Ah, da ist der Wachturm. Also das wäre nicht gewusst, dass das so eine Anstrengung ist. Hätten wir es vielleicht noch nicht da, aber ist wurscht. Man muss alles erkunden. Ja, wichtige Sachen klären wegen Tanzkurs und so weiter. Das kommt in meinen Vorrat. Und ich hab Essen gekriegt. Ist Tati nicht toll?
So, da geht's weiter. Okay, fast geschafft. Ein Signalturm. Kraxelt mal mehr für. Jo. So, da geht's weiter. Irgendein Gerät. Das Metall spiegelt die Sonne und schickt ein Signal. Linse des Mittags. Sieht wie eine Linse aus. Eine Signallinse. Mit dem Mandu. Die behalte ich erstmal. Ich kann von hier oben... So, da kann man weiter abseilen. Dann haben wir den Signalturm da entdeckt. Der wird mir gar nicht angezeigt. Ja, ja. Er wechselt immer ein bisschen. Ich glaube, wir gehen mal noch Kettenkranz zu der Werkstatt. Und vielleicht zum Errent, wenn er dort ist. Oh, da hat Maschinen. Jetzt bin ich aber wirklich weg. Viel Spaß. Lust das Kracher. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Dann Wühler? Säure frisst sich direkt durch das Metall. Plündererschrotthaufen. Okay, wir können jetzt gegen Wühler kämpfen. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Dornrücken müssen diese Osseram erwischt haben. Ich hoffe, Erend und die andere Garde sind okay. Der Boden ist mit Säure getränkt. Ob das die Dornrücken waren? Mhm, wahrscheinlich. Weiter gibt's da voll Holz. Und Heilung. Kettenkranz. Kettenkranz. Nervt schwimmen wieder mal. Kettenkranz. Unser erstes Städtchen. Die Tore müssen zu sein wegen der Dornrücken. Ich muss einen anderen Eingang suchen. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Ja. Möchte ich. Willkommen, Kettenkranz-Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Petra? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Ah, das sind nur die neuesten Störungen.
Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwend? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Petra. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann ziehe ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Wäre ich nüchtern? Verbessere deinen Bogen. Mir hat wer gesagt, ich hätte die beste Geht mal doof. Singstimme. Die Werkbank ist frei. Jetzt bin ich gespannt, weil jetzt morgen wird es interessant. Beutel-Upgrade. Bombenbeutel. Wildschweinknochen und Metallscherben. Ja, komm. Kann man dabei brauchen. Fallenherstellung. Robuste Panzerplatte. Wo kriege ich denn die hier? Das bringt man Nahkampf, Stoß und Säure. Konzentrationsregeneration plus 2. Und Gewebe. Plus 1 Konzentrationsplus. Und neuer Platz. Ich finde es jetzt nicht teuer. Aber ich weiß nicht, ob ich es verschwenden soll. Schleuder, geflochtener Draht. Was auch nicht. Oh, Säurepfeil. Akzeptieren. Eigentlich muss ich den verbessern, weil ich brauche Stärke. Da kann ich nicht stark aus. Okay, das geht nicht. Die nutze ich eigentlich noch Zwang dazu, dass das sich lohnen würde. Outfit Upgrade. Upgrade können wir auch machen. Fertig. Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Triff Säurekanister mit Säurepfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementarexplosion auszulösen. Das könnte hilfreich sein. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Ich glaube, das ist deine Runde. Meine Runde kann's nicht sein. Hey, da geht's ja gar nicht rein. Hey Milduf. Milduf. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können.
Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben, aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Alvand schickt dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne hin. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Machen Olvans Leute dir Probleme? Oh ja, sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Alvand-Rabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen, keinen Ärger. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einer neuen Stadt am Rande der Grenze gehört. Wo eine Stadt ist, ist eine Taverne. Und ich brauchte Arbeit. Also kam ich hierher und fing an zu kochen. Manche Leute hier hatten noch nie einen ordentlichen Eber-Beeren-Eintopf gegessen. Naja, und ehe ich mich versah, kamen sie immer wieder. Wegen des Essens. Oder des Biers. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Alvand oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen? Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel. Eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Milduf. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Der Mann hat diese Stadt erbaut. Du wirst Essen nehmen. Tja. Ja, du. Immer mit der Ruhe heute. Unbekannter Maschinenstreit. Will niemand Streit spielen? Ach so. Nein? Na. Irgendwer? Unbekannter Nahkampfplatz. Der ist draußen. Also wir haben eine Nebenquest. Nahkampfplatz. Questmenü öffnen. Rede mit dem Lehrmeister. Gespannt, wann ich mir auf einen Händler triff. Linse des Mittags. Ich wette, auch die Retterin braucht Kampftraining. Kommen wir auf alle Fälle gleich wieder. Bruder, hab dich gesucht. Klingt nicht alles ohne mich aus. Die Retterin von Meridian. Komm mal hier rüber. Ich will nicht darüber reden. Du wirst so rot wie ein Katerpriester. Und warum wohl? Ich will nicht darüber reden. Die Retterin von Meridian. Komm mal hier rüber. Und, hat deiner Schwester das Geschenk gefallen? Willst du irgendwas andeuten?
aus, als sehnst du dich nach einem Kampf. Und? Sag mir, dass sie dich nehmen. Ich hab nichts zu erzählen. Du wolltest mit mir sprechen? Tja, du weißt besser als sonst wer, dass es da draußen gefährlich ist. Und nicht nur wegen der Maschinen. Ich bin Ordok. Das ist mein Trainingsplatz. Der beste Ort für Nahkampftraining diesseits des verbotenen Westens. Tja, wer würde im Kampf wohl gewinnen? Du, die Retterin von Meridian, Streiterin des Ostens. Oder das Fortdauern, Meister des Westens. Wer? Das Fortdauern. Ein legendärer Tenakt-Krieger, der Meister der Meister. Es heißt, die Tenakt hätten Trainingsplätze wie dieser hier. So werden ihre Krieger so stark, verstehst du? Und nur wer auf dem Platz am besten ist, darf mit dem Fortdauern trainieren. Um das Fortdauern zu finden, müsste ich also Ausschau nach solchen Trainingsplätzen halten. Da stünde dir ein weiter Weg bevor. Von den Tenakt gibt es 3 Clans. 3 Clans, 3 Hauptstädte, 3 Trainingsplätze. Ich schätze, du müsstest sie alle besiegen, um mit dem Fortdauern zu trainieren. Das heißt, falls die Tenakt dich nicht sofort töten. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn für den Augenblick biete auch ich dir Prüfungen für dein Kampfgeschick. Wer wäre mein Gegner dabei? Du? Ja, du bist die Retterin und all das, aber du musst erst alle anderen besiegen, um mich herauszufordern. Wir benutzen aber nur stumpfe Klingen und Übungspfeile. Sonst würden diese Trunkenbolde sich gegenseitig aufspießen. Du musst bis auf Speer und Übungspfeile alles am Tor zurücklassen. Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen auf. Also, was sagst du? Lust auf ein Training? Warum nicht? Ich wollte gerade sagen, irgendwie schon. Nahkampfplatz. Nahkampfplätze sind dafür da, deine Nahkampfkünste gegen andere menschliche Gegner zu testen. Schließe alle Herausforderungen gegen andere Kämpfer ab, um schließlich gegen den Lehrmeister anzutreten. Der Kampfplatz erlaubt dir außerdem, deine Nahkampfkünste in einem Tutorial gezielt zu üben oder ein offenes Training durchzuführen. Ach so. Ich kann den aber nicht machen. Okali-dokali. Sogar von weitem bist du hässlich. Mein Vorrat? Was? Mit meinem Gesicht. Okay, ja? Näher. Wenn ihr weiter so rennt, fallt ihr noch hin. Was liegt dir auf der Zange? Hammer zu reparieren wird dich nicht umbringen. Neugierig, was? Hallo. Nora, hm? Ich bin beeindruckt. Da ist mein Vorrat. Ich hab ihn gefunden. Dann Rückenstoßzahn. Eine Streitfigur. Ist das der Vorbestellerbonus? Kurzbogen, Donnerschleuder. Elite Kaja Behemoth, Nora Donner Elite. Aha. Und die ganzen Sachen, die wir gekriegt haben. Dornrückenstoßzahn.
Und etwa die Sachen, wenn ich voll bin. Weil voll werden kann ich. Jo, do, schon. Okay. Glaub nicht, ich hatte das vergessen. Ich vergesse nie was. Sind schnell feuernde Bögen für kurze Entfernung. Ich bin vergeben. Moment. Inventar, Waffen. Jagdbogen. Entladungsdauer, Energetikdauer, Resonator, Stau. Genau die gleichen Dinge. Aber egal. Gut. Donnerschleuder ausrüsten. Tun wir da oben. Das tun wir da auf. Zwei Wildfleisch und Bitterkraut. Und Wühlerposition. Also die Tutorials, die kannten sie sich ersparen. Hey, ich dachte, du wärst schon weg. Ja, ich hab zu tun. Ich hab mal mit einem Schnapp. Ja, schön, dass ihr noch vielleicht endlich mal später. Wer verträgt als ich. Hallo, ich darf gern bei dir einkaufen. Okay, der wäre anscheinend nicht. Also Lagerfeuer und noch mehr Quests. Weißt du, was wir brauchen? Eine genaue Vermessung des Tierschutzes. Was quasselst du denn da? Ups. Bedrohen uns alle. Wenn du auch. Ich wollte das Lagerfeuer haben. Ja, dann geh. Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat, glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvund Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Nicht so schnell. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha! Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die
Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osseram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osseram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret? Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osseram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Dahinter Karja fliegt der daran Mosskrug. verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Wenn Kettenkratz auf Karja-Land liegt, sollte ein Karja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Osseram natürlich. Denkst du, ein Karja könnte diese Unternehmung anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Das stimmt Die Leute allerdings. folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Du sagst, du hast Kettenkratz gegründet? Irgendwie bezweifle ich das. Praktisch gegründet, habe ich gesagt. Ich allein habe sein Potenzial gesehen, als es nur ein paar Zelte im Schatten von Fahrlicht war. Ich habe in die Mine investiert, Freunde überzeugt, das auch zu tun, und hier sind wir. Man könnte sagen, dank mir ist Kettenkratz das, was es ist. Oh, dann stehst du nicht einfach nur rum und profitierst von allen anderen? Keineswegs. Klar, ich hole mir hier und da etwas für meine Investitionen zurück. Aber mein oberstes Interesse gilt wie von Beginn an dem Wohlergehen all dieser ehrlich arbeitenden Osseram. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osseram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Mal sehen, was der Karja-Magistrat wollte. Neue Er Nebenquest. sagte, er sei in der Taverne. Spricht mit dem Karja-Magistrat. Das tun wir gleich mal. Wenn wir schon da sind. Hey, jetzt geht's in die andere Richtung. Da ist er. Retterin, hierher! Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvins Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Karja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahrlicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvand will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram-Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Karja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist,
Spielt ihm in die Hände. Wieso hilft es Alvund, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Ossaram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Und da wegen der Dornrücken die Arbeit im Tal lahm liegt, hat Alvund genug Zeit, kaum verheilte Wunden aufzureißen. Und wenn die Ossaram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvund dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvund wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvund vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Erstaunlich, dass du dich von deiner Werkbank hast losreißen können. Ich grüble über ein Also, das ist mir aber einfach Druck. Also für mich hört sich ja das Ganze sehr, sehr seltsam an. Eine Prise Wagemut und die Dornrücken. Bitterkraut. Achso. Aha. Momentan hält sich ja das Ganze noch wirklich sehr in Grenzen. Muss ja ganz ehrlich sagen. Nebenaufgaben sind nicht weit verstreut. Entschuldigung. Sind nicht weit verstreut. Von dem her relativ geschickt. Okay, was ist mit diesen Maschinen, die sich so schlängeln? Was mir aber nicht daran hindert, dass ich mit der Näherin reden möchte. Bitte, ich trink dich jederzeit unter den Tisch. Die hört sich irgendwie nicht so gesund an. Ist irgendwas unbekannt. Na los, irgendwer. Finde ich keinen Halt. Hä? Irgendwie schaut das seltsam aus. Wo sind wir denn die überhaupt? Oh. Zehn von 10. Okay. Was der Pfeil bedeutet, weiß ich vorher nicht. Also irgendwie schaut das aus, wie wenn es da einen Trank oder was gibt. Kräuterkenner Heilmittel. Können wir noch mehr eine da? Oh, Mann. Sag mal, mit deinem kann ich auch noch nicht reden. Mein Gott.
Okay, der Unter ist das Spiel, das was mich nicht wirklich interessiert. Da ist das Lagerfeuer. Ich glaube, das ist deine Runde. Meine Runde kann's nicht sein. Dann nehmen wir noch die eine Nebenquest da. Passiert nichts Interessantes mehr. Glaub nicht, ich hätte das vergessen. Ich vergesse nie. Ah, da wahrscheinlich. Fast. Corvin und die anderen schlagen sich um. Frische Seiten. Was ist passiert? Die verdammte Mine ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Olvend weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corvin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Olvend hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Du wurdest also bei einem Einsturz verletzt? Ja, vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt. Corvin und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Ich wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich nicht so todmüde gewesen wäre. Wir wollten zu viel und das zu schnell. Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corvin und die anderen ausgeht? Mhm. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Wieso hat Olvend das Sagen? Die Minen gehören doch den Karja. Erzähl das mal Olvend. Er hat Geld in ihre Ausbeutung gesteckt. Als ob sie ihm wären. Feuer und Spucke. Er denkt, wir gehören ihm auch. Wer ist Corvin? Unser Vorarbeiter und ein verdammt guter. Einer, der weiß, wie man mit unvernünftigen Bossen umgehen muss. Aber Olvend, der geht über Unvernunft weit hinaus. Corvin hat versucht, ihn zu beschwichtigen. Er gab sich die Schuld an meinem Unfall. Dabei hat Olvend die Zusatzschichten verlangt. Ein guter Mensch also. Deshalb nehmen wir auch die Überstunden und alles andere in Kauf. Wenn die ganze Mine instabil wird, dann lieber ein wütender Olvend als tot unter Geröll liegen. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke. Na, gerne doch. Gravierende Probleme. Ich hätte ja fast ein wenig noch Zwangsarbeiter. Sammle Wildfleisch. Ah, ja. Wenn ich da jetzt wieder rauskomme, dann können wir das noch machen. Haben wir ja das Lagerfeuer entdeckt. Oder werden die nicht mehr kriegen? Achso. Das heißt dann unbekanntes Lagerfeuer. Okeli dokeli. Was ist jetzt da wieder? Ah so. Der Lehrmeister. Die andere Quest ist... Warum? Gravierende Probleme, begib dich zur Mine. Eine Prise Wagemut. Okay, Wagemut, ja. Das war die Wühlerposition. Da muss ich am rüberkommen. Da. Glaube ich. Also da. Genau, da ist der Strich in der Landschaft. Ich möchte mich aber da jetzt nicht ewig mit Nebenquests aufhalten. Wir werden uns jetzt in Errand suchen. Nebenquests machen wir so nebenbei und mittendrin statt nur dabei. Dornrücken. Es ist nicht eine hübsche Wildsau. Schaut aus wie eine Wildsau. Und das ist auch eine.
Ja. Eine Herdenmaschine, die mithilfe ihrer Stoßzähne Rohstoffe ausgräbt, wird sie provoziert, kann sie Schrott ausgraben und mit Säure verstärken, um ihn in Fern- und Nahkampfangriffen einzusetzen. Diese reitbare Maschine ist schwach gegen Schock und stark gegen Säure. Hat eine Hülle, Stoßzähne. Oh, die müssen wir fast. Ja, das können wir aber einer. Das kann man entfernen. Und das da. Bei Säure Elementschaden. Wo gibt es Daten? Und wohin willst du? Warum läuft jetzt der davor? Vor allem, warum liegt da einer? Wo ist denn der jetzt hier? Was ist Stolperdraht? Ha! Ohne dass ich es gesehen habe. 4 von 5 Wildschweinfleisch. Hier ist alles mit Stolperdraht versehen. Hey, du! Es soll sich lohnen, wenn du diese Wühle erledigst. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Doppelt schwach gegen Säure. So, das sollte genug Wildfleisch für Milduf sein. Und am Boden. Oh, wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte? Ach so. Ich weiß für was. Oh. Au, au, au. Ich kann noch. So langsam bin ich der Meinung, ob es nicht schweiß. Ich muss nachsetzen, solange die Säure wirkt. Dachte ich mir doch. Oh, wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte? Okay. Definitiv zu schwer. In meinen Augen. Ich glaube, ich stehe auf schwer oben. Die Sonne, die so keinen Sinn nicht. Die Säure wird wehtun. Oh, wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte?
Der bringt mich wenigstens nicht um. Geht doch mal. Ei. So. Ich lege jetzt mal ganz ein kurzes Raucherpäuschen ein.
So. Jetzt sagen wir, probieren wir es nochmal. Nein! Oh Gott! Oh Gott. Das war der letzte. Hallo, Schwester. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Das war der Erend? Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Oh. So, das sollte genug Wildfleisch für Mildorf sein. Ah, Das ist schön, ja. Reserve für später. Genau, Reserve für später. Irgendwann einmal. Das war nicht deren. Die haben uns gedacht, das stimmt, die kennen die sofort. Hühler Energiezelle. Oh, da ist auch noch was. Hey, Rotschopf! Komm doch mal kurz, ja? Und lauter Steine. Was tut er nicht mit Steine? Ein kleiner Maschinenkern. So, eine Heilpflanzerl. Und noch wie Sau. Hahaha, locker easy. Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Also Reinholz haben wir mehr als genug. Was tut's denn jetzt mit den Fallen? Braucht es den noch? Weil ich nehmen muss gerne mit. Hast du kurz Zeit, Rotschopf? Sicherlich habe ich Zeit. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden. Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Uiuiui. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Orvent-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst.
Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein, was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Stolperfallen erlauben dir, verschiedene Arten von Stolperträte zu platzieren. Tippe R2 an, während du zielst, um den ersten Ankerpunkt zu setzen und feuere erneut, um den zweiten zu platzieren. Es gibt ein Limit, wie viele Stolperträte man zur selben Zeit platzieren kann. Okidoki. Nehme Schockschaden und Schockaufbau, was durch ein Symbol über ihn angezeigt wird. Wenn das Aufbausymbol voll ist, dann werden die Gegner für kurze Zeit geschockt. Ja gut, das wissen wir ja eigentlich. Spuren. Vielleicht von Erend und der Garde. Okay, das war vielleicht jetzt nicht groß vom Vorteil. Mich damit, du Affe, vielleicht findet ihr was. Ah, schau her. Vorratskiste. Au. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Du Affe? Die Dornrücken sind überall. Mhm, das sind sie wohl. Oh Gott. Gräber? Okay. Also da ist er bestimmt nicht aufgegangen. So vielleicht. Das bringt bei denen nichts. Schade. So, aktuell folgen wir nur Erens Spuren. Ich sollte mit Frostmunition schießen. Das ist ein Lager, oder? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Einer weniger! Das hier, dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine öden Patrouille nach Nachmittag. Nur der Hammer. Nur der Kampf. Aloy? Erend! Au!
mach den Rest. Aber sowas von. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Mach sie zu Schrott, Aloy! Wow! Wow! Eieiei. Die Hammerblätter! Es gibt's doch nicht! Volltreffer! Dass ich denen nicht ausweichen kann. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Mhm. Oh, Blutsack! Wir haben einfach nur zu blöd zum Kämpfen. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Au, au, au. So, Pfeile. Ah. Haben wir es jetzt? Stufe 4. Und schon wieder Beats auf. Ah. Auf halbem Weg treffen, ne?
Eine Spule ist jetzt verfügbar. Okay. Jetzt habe ich nicht aufgeschaut, ob ich die wieder verwenden kann. Kann nur für Waffen mit freigeschalteter Säuremunition ausgerüstet werden. Säure plus 7, Nahkampfverteidigung plus 4. Duckli. Der Errant. Solche Kristalle habe ich noch nie gesehen. Oh, Kisti. Hallo? Ja. Hahaha, 34 aber im Vorrat. Ja, Wahnsinn, oder? So viel Heilung. Hallo, ihr. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil. Für mich blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Oh, oh. Schon gut, schon gut. Ha. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Na, das ist großartig. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil. Der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester. Den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Oh, es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Dann lass mich helfen. Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel zu nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede.
Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, du bist anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Es ist okay, Aloy. Oh, setz deinen Weg fort. Wieso stehst du dann noch da rum? Hilf mir von dem Ding runter. Oh, das klingt gar nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf. Das ist sogar Zielscheibe. Oh. Jetzt weiß er warum. Guck mal, die Kite ist eine. Oh je, oh je. Ich glaube, im Moment kann ich hier nichts machen. Ich bin doof. Was? Wildes Werkzeug? Verursache keinen Schaden. Um nicht Stoßempfindungen zu beseitigen, Spezialausrüstung erforderlich. Okay. Unbekannt in 100 Meter. Wo zur Hölle soll die jetzt dann hin? Da ist ein Grünglanzsplitter. Stein. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Reliktruinen des Schreckens. Blockierter Weg. Jagdgebiet gibt's auch wieder. Dornrücken, Wagemut. Nicht. Ah ja. Da sind wir noch nicht ausgerüstet dafür, ne? Aber wir haben einen Errand wieder getroffen. Ist doch schön. Hallo, bleibst du vielleicht da? Hab dich! Ja, ist ja klar, wenn wir mich aber gleich wieder geigen. Aber was soll ich machen? Heilen. Was ist? Warum denn? Eine Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt etwas Interessantes. Der Schrecken. Ach, da haben wir jetzt. Aber schon langsam kann ich gegen Maschine kämpfen. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Abfluten. Hast du gar keine Ahnung nicht, wie das ist? Ein Feuerreister. Ja, ich brauche es. Früher oder später. Wo mehr später wie jetzt. Na. Na, ist schwierig.
Oh, hallo. Dann sei lieb. Ich bin lieb. Ich hab keine böse Antwort gegeben, ja? Das klingt gar nicht gut. Ja, da gleich böse Sackkind, aber das wollte ich nicht, weil beide toll sind. Hier drin. Da ist ein Datenpunkt drin. Das ist eine Nebenquest. Warum schaut das so totschat aus? Ich würde meine Beine gern wieder spüren, Retterin. Achso, du brauchst Hilfe. Das musst nur du sagen. Müsste da irgendwie auf? Ein Relikt? Wie komme ich jetzt da rein, um es zu holen? Okay, das geht nicht. Der Austritt ist auf jeden Fall was. Ja, deine Beine müssen warten. Also, ich glaube, es war zwar nicht so gewollt. Aber ich bin da. Das verstaue ich für später. Jetzt haben wir ernsthaft eingespielt. Okay, da komme ich auch nicht auf. Muss wieder auf 4 schwimmen. Offenbar braucht man für die Tür eine Art Schlüsselmodul. Ein Schlüsselmodul? Eins in der Ruine. Hier sind ein paar Daten. In den Daten ist ein Code für die verschlossene Tür. Aber ich brauche noch ein Schlüsselmodul. Ein Schlüsselmodul. So, du die Aufbrecher kennt. Aha. Da kann ich damit die riechen schon in und. Ist jetzt nur problematisch. Weil ich glaube, das war nicht so gedacht. Eine Kiste. Die sollte hilfreich sein. Wow! Nein. Ach, geh weiter, geh mal da wieder jetzt.
Geht doch. Jetzt bin ich da wieder zurück. Bei den anderen Weg habe ich versammelt. Da oben haben Sachen. Und da ist definitiv nicht die Tür. Also. Wo sind das gewesen? Wo ist die Kisten? Alte Vorratstruhe? Lüftungsbedienfeld. Stabile Balken. Und da ist die Tür. Also da oben. Aha. Und wie gehen wir da hin? Wäre doch nicht die Kisten? Da hinten so hingehen, oder? Na. Och, mal geschwind. Wir holen dich raus. Hilfe. Helf mir. Wir sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Vuadis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst, Lass ich keinen auf mich drauffallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen? Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Mach's gut, Aloy. Rauchbomben. Verwende Rauchbomben, um Gegner in der Nähe zu verwirren. Okidoki. Das erklärt aber jetzt für mich immer noch nicht, wie das Ganze da funktioniert. Weil da oben das schließlich auch was. Da kann man klettern. Durch die Tür komme ich aber nicht rein. Oder kann man die Affe? Testen wir halt das nochmal. Ich habe noch kein Schlüsselmodul. Mhm. Vielleicht sollte ich mich noch mal umsehen. Mhm. Ah.
Zugwerfer bewegt werden. Okay. Okay, ich muss einen Schlüssel für die Tür finden. Langsam kommen wir der Sache näher. Da außen oben ist noch irgendwas gewesen. Hier unten geht die Ruine weiter. Wohin jetzt? So komm ich da Das schon kommt lang. für später zum Vorrat. Ah, der Fokus leicht. Hä? Ach so. Okay, ich komme nicht mehr an den Vorsprung. Ich muss wohl anders da hoch. Aber da eine Kiste? Ah. Nützt mir das? Moment. Eher nicht. Ist da irgendwie irgendwas? Ah, nicht. Nicht gut. Der Zugwerfer nützt mir nichts. Ja, wo ist denn dann? Ich glaube, ein Pinselblät dazu. Kann das sein? Also ich muss, ja freilich kann das sein, aber... Von da oben irgendwie kriegen ist auch ein Witz. Ja, habe ich schon versucht, das geht leider nicht. Da oben war ich noch nicht. Ja, schaut mal, die Kisten muss ich anschubsen, aber das geht leider nicht. Ha. Also zumindest haben wir dies da schon mal.
Ladungskiste? Ich möchte es zwar nicht sagen, aber ich bin regelrecht überfordert. Gesicherte Tür, Zugriffskontrolle, alter Vorratstresor und der Vogel. Sie sagt mir, müssen wir da auch eine Seife kommen, aber wie? Vor allem schaut das aus, wie wenn da gar nichts war. Ja, aber ich bin da richtig. Ich seh da nirgends was. Nix, niente. Dummes Schlüsselmodul. Kann ich da aufkommen? Ich weiß zwar nicht, wie wusste, dass die es da untergemacht haben. Ich weiß auch, dass es nur eine Täuschung ist. Okay, das ist definitiv nicht so gedacht. Oder komme ich auch nicht um mich? Also ich glaube, ich bin echt zu blöd dazu. Also ich bin sowas von überfordert.
Vor allem, weil da gar nichts ist. Nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Mhm. Jetzt gebe ich es dann auf. Es soll ja nicht auf mich drauffallen. Also ich kann es nicht oberzeugen. Ich finde aber da unten auch sonst nichts. Ich bring die Kisten da nicht oben. Hör aus. Plünderer Schrotthaufen. Es ist da nichts zum Klettern da. Jetzt lass es auf bleiben. Es ist halt einfach da mal nix. Ja, ja, ich bin mir sicher, dass das schon geht. Aber ich glaube, ich bin einfach zu blöd dazu. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Möglich ist alles, um Gottes Willen. Aber was für Werkzeug darf man denn da angehen? Das ist ja das Komische dann. Wir sind irgendwie da eine. Assassinenklänge. Ja, Tati, genau die geht mir auch. Ich verstehe es halt nicht. Da war ich halt überall gerade drin. Ist auf da ganz hier hinter. Und da kann ich aber nicht einfach so eine.
kann weder was zeigen noch sonst was. Da vorne sind Kletterdinge. Das kann funktionieren, obwohl es nicht so gewollt ist. Aber Versuch was wert. Na, kraxelt mit Affe. Da vor mir mag's nicht mehr. Aber da gibt's auch keinen anderen Weg nicht. Stehen bleiben. Bin am Dach. Ha, ein Schlüsselmodul. Aha, ein Schlüsselmodul. Oh Gott. Okay, mal sehen, ob der Schlüssel passt. So. Man braucht wohl auch einen Code. Vielleicht helfen mir die Daten, die ich gesammelt habe. Ja, ja. Super. Sammle das Ornament. Reliktruinen. Bitte verwenden Sie einfach den Code 1705. Eins, 7, 0, 5. Na also. Geschafft. Was ist dieses Ding? Ich behalte es. 5000 Erfahrung. Zur Level up. Sachen für den Vorrat. Stufe 5 erreicht. Oh, 6 Fähigkeitenpunkte. Überlebende. Heilende Beeren. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Schnelle Fallenstellerin. Blockbrecher. Nora-Krieger. Nahkampfschaden. Kritischer Schlag. Brauchen wir eigentlich nicht. Flinke Handwerk. Stelle Werkzeuge schneller her. Erhalte mehr und bessere Rohstoffe, wenn du Fallen und Stolperdrähte zerlegst.
Elementraserei. Schneller Draht. Und Spezialistin. Powerschüsse. Stärke deine Entschlossenheit und verursache begrenzte Zeit mehr Schaden. Tiefe Konzentration wird langsamer verbraucht, die Verwendung wird verlängert. Konzentrationsregeneration, breiter Stoß, hohe Salve, feuere ein nach oben gerichtete Pfeilsalbe. Oh. Okay. Das war schon interessant. Niedrige Gesundheit. Stelle Gesundheit automatisch schneller wieder her. Mehr Gesundheit. Trinke einen speziellen Trank, um Gesundheit wiederherzustellen und Widerstand gegen Status-Effekte zu erlangen. Dreifach Häcksler. Feuere 3 Häcksler des... Was? Häcksler kenne ich noch nicht. Abprallbombe. Wirksame Medizin. Gott, was gibt's denn da alles? Verursacht mehr Schaden, Tarnabriss. Tarnfährtenkampf. Berittene Verteidigung. Weniger Schaden. Dauerhafte Überbrückung, Teilbrecher. Kostet mir jeweils aus und das kostet mir 2 die hohe Salve. Feuere 8 Bolzen des momentan ausgewählten Typs in einer breiten Streuung. Okidoki. Waffenausdauer. Mutstoß. Abprallbombe, Trankgeschick. Bieten mehr Heilung und alle werden schneller konsumiert. Kriegerin, Jägerin, Eindringling. Überlebende. Ich kenne so einen Ultra-Dings, die Bums, die da. Abprall. Sprung. Na, keine Ahnung. Ultraschuss. Bolzenschießer. Ei, zack, gibt's da voll. Niederschmetternder Schuss. Werkbank. Expertin. Ausdauerndes Feuer. Dreifachschuss. Da ist. Hohe Salve. Brauche ich 2. Und dann kann den Mocher einen Dreifachschuss. Den möchte ich nämlich haben. Mehr gibt's aber nicht. Nein. Und wo gibt's Ding? Schneller Draht. Elementraserei. Nahkampfzünder, Feuerstoß. Gibt's dann diesmal nicht. Doppelschuss. Ein Scharfschussbogen. Für den Jägerbogen. Ach so. Mhm. Okay.
Es gibt definitiv zu viel. In dem ein Rohstoffkanister. Robuste Panzerplatte. Rohstoffkapsel einer Maschine. Okay. Ach, schau her. Finde den Ursprung des Ornaments. Stecker werden Waffenspulen. Du kannst manchmal Spulen von Maschinen erbeuten, um deine Waffen zu... Jetzt werden ja aber die Spulen verwendet. Jetzt verwenden wir einfach ohne Affen Jägerbogen. Spulen bearbeiten. Also, da ist noch gesperrt. Da wären wir allgemein ein Problem, und meine Spulenplätze haben wir noch nicht. Okidoki. Dann gibt es sowas auch noch nicht. Dann haben wir jetzt was? Geschlossen. Da können wir noch nicht rein. Quest. Gibt's wahrscheinlich nichts. Am Rande des Abgrunds. Müssen wir da umgehen. Was ist jetzt da? Ein Bild aus der alten Welt. Oh, Sieht Aussichtspunkt. wie eine Art Gebäude vor steilen Klippen aus. Das Bild ist unvollständig. Aber wenn ich es am Aufnahmeort ausrichte, kann mein Fokus vielleicht die Lücken füllen. Finde heraus, wo das Bild von Aussichtspunkt gemacht wurde. Das sieht falsch aus. Ich versuche es woanders. Ach so. Sieht aus, als wäre das Gebäude auf dem Bild in der Nähe eines Flusses. Vielleicht gab es früher eine Brücke in der Nähe. Ah.
kann die Maschine nicht überbrücken. Aber ich könnte es lernen, wenn hier eine Brut steckt. So. Wo sind wir? Sieht aus, als wäre das Gebäude auf dem Bild in der Nähe eines Flusses. Vielleicht gab es früher eine Brücke in der Nähe. Das passt wohl nicht. Ich suche besser weiter. Wie groß ist denn der Radius? Die Ruinen einer Brücke. Vielleicht ist es die aus dem Bild. Ich könnte versuchen, es hier in der Nähe auszurichten. Okay. Muss ich noch weiter zurück oder was?
geschafft. Nein, ich glaube, das ist schon das. Oder? Oder hast du recht? Da ist es ja. Oh, Schatzi, danke. Das Bild hat eine Datei freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Sion Lange Nationalpark Stopp aus unseres Aussichtspunkt-Tours erreicht. Präsentiert von Miriams Technologie und der Koalition für Umweltsanierung. Oh, das war auch vorher direkt schön. Aussichtspunkte wurden wohl von Miriam Technologies errichtet. Das war Elisabeths Unternehmen. Ob ich wohl in der Wildnis noch mehr von ihnen finden kann? Danke, Tati. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Stürmer. Heute und Lohe-Behälter, aber ich hab noch nichts dafür. Das ist bestimmt das Stürmerareal da. Stufe 3. Stufe 13? Ja, das sehe ich jetzt nicht so als Problem, oder? Wäre bei Stufe 5. Gräber. Aber ich brauche eigentlich gerade im Moment keine Stürmer nicht. Ja, machen wir weiter. Da ist noch ein Lagerfeuer. Das ist der Steinbruch, den Turles meinte. Und er ist voller Dornröcken. Gut so. Hau dir für Schrott. Eine Maschine weniger. Die Säurespucker haben Freunde mitgebracht. Achtung! Da fliegt das Teil. Noch einer weniger. Pass auf, der ist erledigt. Eine Maschine weniger. Boah! Auf Feuer! Dornrücken. Letzter Schuss.
So, wieder erledigt. Noch einer weniger. Ich setze nach. Seht mal, wie das umfällt. Der Steinbruch ist sicher. Fremde, komm doch mal her. Wir müssen reden. Was? Du verfügst über ungenutzte Waffen- und Outfit-Modifikation. Stelle mit ihnen Upgrades für Waffen und Outfits her. Muss man Munition herstellen, so viel ist gewiss. Was? Habe ich nicht den Dreifachschuss hergestellt? Ah, ich habe noch gesucht, oder? Da rund dieser stimmt. Wie viele Fähigkeiten-Punkte brauche ich? 4 oder so. Die haben die auch noch schon hergestellt. Ich bin schon geschickt. Komm her, Kleine, ich will mit dir reden. Ja, dann sprich Keine mit mir. Ahnung, was Nenora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alvin nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvin so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvins Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Ich überbringe Alvin die gute Nachricht. Und Wardis. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Gut, dann sind wir da. Gibt es eine unbekannte Siedlung? Dornrücken und Bitterkraut. Das heißt, wir machen die Nebenquest. Schokofresh war übrigens schon ein bisschen lind. Oh, da gibt's noch was.
Sprengpaste. Oh ja, so. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Ja, was ist Zeit und so kann man leicht übersehen. Toter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt? Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Ach du Scheiße. Den Pfad wahrscheinlich mal ein Stand-up. Weil klettern können wir da jetzt nicht so gut. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Hm. Ein Bärenbeutel. Das ist noch eine. Und schon sind wir wieder voll. Okay, das das Bitterkraut. dürfte Bitterkraut sein. Das ist wieder so ein Steinchen. Noch ein toter Dornrücken. Einige Händler verkaufen Spezialwaren dafür. Okay, gut zu wissen. Eine alte Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das hieße... Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Gespaltener Fels. Okay, mal sehen, wohin das führt. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Ich habe ja schon 50 im Vorrat drin. Die alten Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Achso, heute den richtigen Weg genommen. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion. Dornrücken. Sie kamen also wirklich hier durch. Und die hier saßen dann fest. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Wenn ich die richtige Brutstätte finde, erfahre ich, wie man diese... Reifer Pilz gibt noch einen Schlag, eine Sporenwolke ab, die deine Sichtbarkeit einschränkt. Ach so. Husten? Boah, glaub, wir haben ein kleines Problem.
Okay. Ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Oh, welcher Rauch. Oh, Leid. Das ist ein Heilpilz. Also die sollten mir jetzt sagen wir es so, ein paar Heilbeeren kostet. Sehr viel Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Da ist genug Lohe, um Löcher in Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. Die Nachricht ist für Olvent. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Olvent ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Eine mit Kohlestaub befleckte Aufzeichnung in grober Handschrift. Ausgeliefert. 24 Fässer Lohe, 4 Schaufeln, 9 Hämmer, ein kleines Fass Spuckfeuer. Vollständig ausgeliefert von Händler Ragurk, wie per Spucke besiegelt. Es wird immer schwieriger, dein Zeug unbemerkt zu liefern, Ulwund. Ich bin auf eine Karja-Patrouille getroffen und habe eine Stunde mit einem Umweg zur nördlichen Mine verschwendet, um sie abzuschütteln. Javad mag ein Trottel sein, aber bis du die Unterschrift unter der Konzession hast, kann er mein Geschäft immer noch stilllegen. Wenn du weiter sinnlos in dieser Mine herumsprengen willst, gerne, aber meine Preise sind gerade gestiegen. Aha. Oh, das ist eine Kiste. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Olvent hat also heimlich in der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten, bis Dornrücken dort einfielen. Mhm. Vielleicht machten die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber woher? Hm. Das ist hier die Frage. Kiste. Hallo? Okay, und das Bitterkraut will ich nicht trocken. Egal. Die Hauptmission geht jetzt dort weiter. Das heißt, wir können das da mitnehmen. Bevor wir zurückgehen. Und das werden wir uns dann beim nächsten Mal holen, wenn wir da oben gehen, Richtung Fahrlicht. Genau, bei Quest. Begib dich zur Mine. Das ist oben. Aufträge. Begib dich zur Wühlerposition und verdiene dir alle Nahkampfplatzabzeichen. Ja, nee, ist klar. Es wird so schnell nichts. Also, Wühlerposition ist da. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt den Weg gehen. Muss man mit Bitterkraut ausstellen? Keine Ahnung. Wildfleisch. Beutel voll an Vorrat geschickt. Wow.
Da soll man mir Raffi? Ja, sehr klar. Das wollen wir tun. Okay. Gott, gibt's da viel Heilkräuter und so weiter. Na super. Ich renne auf, dass ich auf die oben springen kann. So macht man das also. Bitte, lass uns in Ruhe. Wir haben nichts für dich. Wir müssen geduldig sein. Tja, wer auch immer sie sind. Sie wollen wohl in Ruhe gelassen werden. Mhm. Haben wir da irgendwo Affe? Oder haben wir noch nicht so weit? Okay, ich glaube, wir haben noch nicht so weit, da wir da Affe dürfen. Schade. Ja. Da mal schnell reisen, da braucht man nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Jetzt habe ich schon gemeint, mir kann man wirklich das ganze Gebiet erkunden, Uns aber überreden zu pfeifen und wohl dies nach Fahrlicht zu bringen. schwierig. Kettenkranz. Kann ich jetzt Chai kaufen bei dir? Ja. Auf der Brust. Der Laden sieht zu aus. Yep. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Ich werde dich nicht aufhalten. Das wird mein Tag. Okay. Ach so, es wird alles geschlossen, ja, dann warten wir noch mit der Werkbank. Fangen wir bei ihm an. In der Taverne. Retterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Du glaubst doch nicht. Dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich suche weiter. Ich muss gehen. Aber ich habe ja die Schriftrolle. Es gibt kein Bier, das ich nicht Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Wir haben noch eine Rechnung offen. Was? Ah, du bist ja noch hier. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als 2 Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du's jetzt oder ich mach's.
Ha, ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridian hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du. Hey, die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft. Großartig. Toll. Yay. Und Alvin hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Ja. Das ist schon besser. Ja. Haha. Ja. Ja. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Nee, schon geschickt. Händler sind jetzt verfügbar. Du kannst neue Ausrüstung kaufen, deine Rohstoffe auffüllen und an Händler unbenötigte Objekte verkaufen. Objekte in der zu verkaufende Wertgegenstände Kategorie kannst du immer gut verkaufen. Es gibt viele verschiedene Arten von Händlern. Näher verkaufen schützende neue Outfits. Jäger verkaufen starke neue Waffen. Krautkenner verkaufen wertvolle Tränke. Köche verkaufen Nahrung, die die Fertigkeiten stärken. Andere Händler haben ihren eigenen einmaligen Vorrat. Geh zu einem Händler, wenn du ihm begegnest. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Mhm. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wardis nach Fahrlicht schicke. Mhm. Oder auch Zeit. Hallo. Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Lass dir Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Na, ich hoffe doch. Oh, Feuerjägerbogen. Das muss ich eigentlich haben. Kriegerbogen. Kriegerbogen. Scharfschussbogen. Stürmerzirkulator. Also den braucht man auf jeden Fall. Kaufen und ausrüsten. Werkzeuge. Wir müssen so viel Rohstoffe verkaufen. Gewebe, Werkzeuge. Vollen kann man eigentlich alle verkaufen, aber ist egal. Zum Verkaufen markieren. Verkaufen. 289. Sehr klar. Vollen verkaufen wir dann nicht. Einen Scharfschussbogen braucht man noch Stürmer, Dingsdi, Bumsti. Komm gerne wieder. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. Eine Munition, die Feuerschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Irgendwer? Irgendwer? Rüstungen sind mein Geschäft. Ich bin ziemlich sicher nüchtern. Seht nur. Ich auf der ziemlich... Nee. Mal schauen, was du hast. Außer am Entdeckerin, Nora-Jägerin. Nahkampf und Säure, Frost und Fernkampf. Beide nicht da. Nora-Jägerin schaut richtig aus. Aber ist halt nicht das, was ich brauche. Da haben wir Wiss. Da hätten wir Feuer. Plasma. Da hätten wir noch Fernkampf und Schock. Nahkampfschaden, Wuchtangriff, kritischer Schlag. Also so wie es ausschaut, können wir leicht noch unsere Waffen verbessern. Beutel Upgrade. Rohstoffbeutel heilen wir 34. Gewöhnlich Rohstoff.
Braucht man eigentlich nicht. Heerfedern. Ah, super. Waschbärhaut brauchen wir da. Spezialausrüstung, Zugwerfer. Achso. Okay, Fallenherstellung. Das kann man noch machen. Konzentrationsregeneration. Panzerplatte. Okay. Rein da. Das geht nicht, da brauchen wir noch ein Reishorngeweih. Oh, Nahkampfschutz dazu. Nahkampf, Stoß und Feuer. Jetzt haben wir Schock und Säure. Fünf Nahkampf. Da war Nahkampf und Schock. Verbessert man den einmal jetzt davor. Da war einmal. Fertig. Waffen-Upgrade. Feuerjägerbogen. Jägerbogen. Oh, schade. Feuerjägerbogen. Kostet nicht viel. Bringt ein bisschen was. Machen wir. Also alles werde ich nicht verbessern, so viel steht fest. Donnerschleuder. Nö, Frostsprengschleuder. Verbessert man zweimal maximal. Ist dann eh schon voll. Genau. Beutel, wo sie nicht. Geh. Nehmen. Wie oft kann man denn die verbessern? Ah, 3 Stufen? Ich hoffe. Kann also dauern. Dann haben wir bestimmt wieder Tutorials. Dornrücken. Säure, Feuer, Dornrücken. So. Da gibt es dann unterschiedliche Dingsdi-Bumsti. Outfit. Okay, das steht auch nicht dabei. Gut. Inventar Outfit. Gewebe bearbeiten. Nahkampf oder Schockschutz? Ich glaube Nahkampf. Ach so. Erhöht die Stufe der passiven Stärkung. Niedrige Gesundheit. Durch die du mehr Mut gewinnst, wenn deine Gesundheit kritisch ist. Ah, ich kann wechseln, wie ich mag. Das ist schön. Aber wechseln soll ich das noch, gell? Outfit. Ausrüsten. Ah, schau her. Willst du da stehen bleiben? Ohne Hammer kann ich nicht arbeiten.
Bier für mich und ein Bier für meine... Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich alle Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut. Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Guardis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hier bleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Fähigkeitspunkte. Wenn ich durch... Drei Stück brauche ich. Dann habe ich einen Dreifachschuss. Ich komme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Und vielleicht Petras Drink annehmen. Du hast eine Waffentechnik freigeschaltet. Waffentechniken sind einzigartige, mächtige Angriffe, die außergewöhnlich neue Kampfstrategien ermöglichen. Freigeschaltete Techniken sind für alle Waffen ihrer Klasse verfügbar. Tippe und halte R1 beim Zielen, um deine ausgewählte Technik einzusetzen. Der Einsatz einer Waffentechnik verbraucht Waffenausdauer, das sich mit der Zeit regeneriert. Du kannst zwischen verfügbaren Waffentechniken wechseln, indem du das Waffenrad L1 öffnest und links oder rechts antippst. Ah. Okay. Dann haben wir da jetzt noch 2 neue Quests. Und da überbrücke einen Stürmer. Die 2 da herum hätten wir heute auch noch, gell? Die machen wir auch noch. Ich glaube, ich nehme es aber trotzdem erst an, weil nicht, dass ich da auch Affe muss und dann muss ich wieder Affe. Also weißt du schon so. Affe. Nicht, dass ich Affe gehe. Was? Wie viel muss ich in die Taverne? Noch eine Runde. Jo, muss ich. Hallo. Hey, Loy. Hast du jetzt doch. Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ich habe nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha! Das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Zischt durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwyn tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komme ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Ich weiß. Sie lassen niemanden auf den alten Bergpfad südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkarger sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen? Also die Dornrücken im Schrecken.
Mahlzeit. Du bist ein Schwein. Schlimme Viecher, diese Dornrücken. Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten im Tal herum wie aus der Schmiede geschossen. Wir haben gute Leute verloren. Der Balk sei gesegnet, dass du sie erledigt hast und hier wieder alles läuft. Das hat Orwand einen Schlag versetzt. Wenn wir sie doch nur endgültig vernichten und ihn aus der Stadt vertreiben könnten. Aber was nützen Orwand die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Orwand den Carja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Also das. Ich glaube, die Dornrücken kamen aus Orwands alter Mine. Na, der Funke könnte ein Feuer entfachen. Kannst du's beweisen? Ich arbeite dran. Bei der Schmiede. Gib mir Bescheid, wenn du sicher bist. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Okay. Hey, Rotstock. Tolland ist vielleicht noch in Kettenkratz. Lust auf eine Partie Streit? Ich könnte zuerst mit ihm reden. Also da müssen wir dann da oben, da wo wir gerade vorher nicht weitergekommen haben. Das passt, weil das möchte ich ja noch erkunden. Und da gibt es auch noch eine neue Quest. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist eine Waffe. Darum geht's doch. Aber doch nicht für den Benutzer. Jetzt sei einfach still. Wo waren wir? Da. Gut, du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Eigentlich will ich... Ja. Kannst du das lassen? Ich habe hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's. 3-faches Pulver und der Läufer lernt fliegen. Baboom. Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiven, wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Seid ihr beide aus der Gegend? Nee, aus dem Anrecht. Dad schickte uns her, um neue Chancen zu entdecken. Er sagte, wir würden sie schon finden. Klingt nicht gerade begeistert. Naja, noch einen Handelsposten für meine Eltern zu eröffnen, ist nicht gerade mein Lebensziel gewesen. Allein unterwegs zu sein, ist bestimmt schön. Also ist sie deine Partnerin? Mein Lehrling. Und meine Schwester. Ihretwegen sind wir hier. Es gab einen Vorfall. Noch einen Vorfall. Etwas mit Sprengstoff? Boom! Und mit Dads selbstgebrautem. Am Tag darauf sollten wir gehen. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Carja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren. Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock. Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner. Intakte. Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft. Boomer! Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut, abgemacht. Meine Augen
Also, das hört sich ja interessant an. Das darf mich jetzt direkt interessieren, die Waffen. Mehr Wumms. Reishorn, Rippe und 3 Stürmer. Mehr Wumms. Reishorn. Reishornrippe. Ach so. Und Stürmerhorn sammeln. Dann da die aber sagen, gehen wir da auf, weil da haben Feuerreishörner. Gut, ist zwar wahrscheinlich nicht das, was es sein sollte. Aber machen wir erst einmal die 2 Sachen. Weil ich glaube, da sind wir jetzt noch ein bisschen beschäftigt. Dann können wir ja noch ein bisschen jagen und so. Hauptsache wir haben Feuerpfeile. Ich hoffe, dass die Waffen dann von den Pfeile her ein bisschen variieren. Weil ich möchte jetzt nicht wie jetzt zweimal Säurepfeile haben. Weil es bringt mir nichts. Das sehe jetzt ich persönlich nicht in den Sinn drin. Kann aber sein, dass sich das irgendwann später ändert. Aber das wird sich alles ausstellen, sagen wir so. Auf alle Fälle brauchen wir wieder Tiere. So viel ist gewiss. Sag mal, wie viele Steine haben wir denn hier? 13 Stück. Und die können wir noch sammeln. Wahnsinn. Feuer könnte viel Schaden verursachen. Na komm. Oh. Oh. Was so klang da jetzt vielleicht sogar ein Schuss auf schwer. Hoffe ich schossen. Wildfleisch. Feuerreishorn. Schwach gegen Frost. Eine Herdenmaschine, die natürliche Rohstoffe auflöst, um sie in Biotreibstoff umzuwandeln. Ihre Hörner können mit großer Kraft zuschnappen und Feuerangriffe über große Distanz abfeuern. Okelidokeli. Schwach gegen Frost, stark gegen Feuer. Okay, also Frost war eine Möglichkeit. Reishorngeweih. Was tut man da damit? Also. Also schau, dass wir das da oben schießen. Sieht wie ein Lanzenhorn aus, aber mit gemeinerem Geweih.
Nicht lang schnacken. Kopf im Nacken. Okay. Das so ist. Ich hoffe, dass ich glaube, ich habe schon länger nicht mehr gespeichert. Ich hoffe, dass das jetzt nicht weg ist. Nein, ich bin da. Lauf weiter vor. So, dann probieren wir es nochmal. Weil es hat ja augenscheinlich nicht so ganz funktioniert. Sag mal, haben die zwei für mich? Kann das sein? Stufe 14 leicht. Kettenreaktion. Okay. So, wo habe ich jetzt das Geweih geschossen?
Robuste Panzerplatte. Na schau, ja, mal schon wieder voll. Ach, her. Na, Reishorngeweih. Genauso wie es haben wollte. Ah, jetzt muss ich nur noch einsammeln. Und noch ein Geweih. Träumchen. Inventar 16. Ah, ja, das Inventar erweitert. Oh, nehmen wir den Waschbär mit. Waschbärhaut. Das bringe ich später einem Färber. Was zur Hölle ist da drüben los? Müller. Aber doch jetzt gerade nicht. Oh, du ist ein Hasi. Oh, das ist mir zu weit weg. Das ist selbst unbekannt und da. Bestimmt unter Wasser. Oh Gott, ob's das aushält. Geschafft. Das ist wieder so ein Dingsti. Puh. Okay. Da hast du die nötige Ausrüstung noch nicht. Da geht's noch weiter.
Achso. Versunkene Höhle der östliche Schrecken. Aber da können wir noch nichts wirklich machen. Haben wir da Mirefie und Zeig markiert? Ach so. Das da machen wir. Hätte ich jetzt gesagt. Müssen wir da vier. Das ist eine unbekannte Siedlung. Den haben wir noch geschwimmt mit, da die sagen. Ah, haben wir wieder unter. Kaninchen. Kaninchen hat er gleich noch gekriegt. Also du bin in die Höhle eine. Aber da komme ich halt noch nicht so weit, wie ich sollte. Bin mal gespannt, was ich mit dem Färber da kann. Baumfall. Jäger, Jagdbedarf. Vorräte. Ach so. Den kriegt man nicht voll. Reishorngeweih. Fünf Grünglanz haben wir schon. Einmal speichern. Ich weiß, ihr beide mögt euch nicht, aber... Da war eine Werkbank. Waffenupgrade. Stürmerhorn. Brauchen wir zwei davon. Wir haben aber beim Feuerbogenjäger. Gräberklanghülse. Ach du Scheiße. Aber das kann uns noch besorgen. Ansonsten ist jetzt da eigentlich nichts Wichtiges. Oh. Der Jägerbogen. Nabelschweinknochen. Das sind ein Nabelschweinknochen. Auf, was du sagst, wenn du ihn siehst. Hast du gehört, wie er mit mir redet? Gibt's da irgendwie was? Nicht, oder? Na. Jo, Kiste. Schau mal, wie was wird. Verheilende Beeren. Perfekt. Begib dich zur Bühlerposition. Okelidokeli. Ich grüble über einem Entwurf, aber es funktioniert nicht. Was für ein Entwurf? Ein Tragegeschirr für einen Barkellner, damit er 20 Flaschen auf einmal tragen könnte. Bei der Schmiede, das klingt ja genial. Lass mich mal sehen. Na gut. Kleines Lager für Wertgegenstände. Das Patent gehört mir. Hallo, Rotschopfen.
Milduf meint, dass ich in ihrem Schrott eine Metallplatte finde. Und direkt um über die Gräber schau. Da. Oh Gott, da muss ich das da unter da schießen. Überbrücken. Ich brauche Daten aus einer Brutstätte, wenn ich eine finden kann. Da. Das tut so weh. Alles, was ich hatte. Oh Gott. Okay, und jetzt zu den Schrotthaufen und der Metallplatte. Ein Färber hätte sicher Interesse daran. Ich glaube, ich habe alles, was Milduf wollte. Das ist gut, ich habe jetzt richtig Hunger. Ich zeig jetzt das. Klang, Holzhülse, ich kann meine Waffen upgraden. Und ich brauche schnell wieder heilende Beeren. Was kriege ich mir vor, oder? Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche.
Wir sind bei Wützau hier. Boys. Wildschweinknochen. Sag mal, was gibt's denn da Neues? Mann, haben wir da was, hä? So, das nächste ist zurückgehen. Mehr Wumms. Stürmerhörner sammeln. Quest aktivieren. Reishornrippe und Stürmer. Ach. Immer so Krähe und Baumfall. Da upgraden wir jetzt noch unsere Waffen. Wenn wir schon unser Klanghorn, was weiß ich, schieß mich tot haben. Ja, dann haben wir das jetzt endlich auch erledigt. Waffen-Upgrade. Jägerbogen. Mehr Schaden. Es ist nämlich jetzt nicht mehr so random wie vorher. Die Sachen, die kriegst du jetzt relativ easy. Sparen wir lieber noch. Dabei, weil ich es nicht brauche. Ein Spulenplatz. Gewellte Metallplatte. Ach so, ja. Logisch. Reisschaden? Oder Säure? Nehmen wir Reisschaden. 28 Schaden machen wir jetzt pro Schuss. Ja, ist nicht schlecht. Schade, kein Vogel. Ein Graberareal. Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen wird. Bitte. So, plündern der vorbei hoffentlich, oder? So, jetzt hätten wir noch mehr Klanghülse. Maschinenmuskel. 90.
Nur Wützau. Haben wir da irgendwo Lagerfeuer? Vielleicht. Gott, das ist auch wieder so weit um. Aber gewiss kein Lagerfeuer nicht. Stürmer. Stürmerhorn. Dafür muss ich das Horn auch schon essen. Abgebrochen. Okay. 1 von 3. Hab ich noch einen so gebrochen. Okay, schade. Oh. An dem Ort, wo Arnovs Leute sein sollen. Oben auf der Klippe steht ein alter Wachturm. Ob da noch was drin ist? Das sollten genug Stürmerhörner für Della und Boomer sein. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn. Mhm. Schockverteidigung. Nimm mich doch gern mit. Na, Stürmerhorn. Davon haben wir jetzt genügend. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da raufkommen. Und ab. Das ist ein unbekanntes Grabenareal. Ja, aber bei dahinter, wahrscheinlich ganz am Ende von der Karten. Das gibt eine gute Farbe. Na also. Signalturm. Was war jetzt das? Komm, fallen lassen. Na gut. Haben oder nicht haben, sagen wir es so. Oh. Ja, Armband. Hallo? Jetzt hat. Nein! Geschafft. Und da ist noch eins dieser Geräte. Eine Linse. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache.
Einmal absalben, bitte. So, dann nennt man das auch erledigt. Kann man sich da nochmal? Ja. So, wir sind jetzt fast da herum. Okay, das wird mir jetzt gar nicht mehr. Unbekannter Unterschlupf. Jetzt gehen wir mal in das Gräberareal. Ich habe einen Bruder. So, das bringt gar nichts. Schickter gegangen wie gedacht. Wie viel Reinholz kann ich denn jetzt mit einem 150? Anscheinend. Was ist denn eigentlich eine Flussblüte? Ein Flussblütenblatt. Ein Eichhörnchen? Sowas gibt's? Wow. Gerne mal eine Krähe oder irgendwie sowas. Das war mal interessant. Nein! Du findest endlich mal einen. Und da fliegt er davon. Was haben wir da nicht? Feuerreishorn.
Au, 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 au. Ins Schwarze! Oh Gott, keine Munition mehr. So, haben wir die Eier erledigt. Oder läuft zwar noch oben, oder? Ja, grüß dich. Jetzt geht's los. Das muss die Mine sein, die Arnulf gemeint hat. Die Bergleute scheinen Probleme zu haben. Lohebehälter, wo ist es da? Ein Haufen Reishorn-Geweih. Nehme ich mit. Oh, ist da wieder eine Werkbank. In einem Unterschlupf kannst du Objekte, was? Nicht verfügbar. Wahrscheinlich kann man sie ausruhen da. Das ist wohl der Vorarbeiter. Arnulf hat ihn erwähnt. Ich sollte mit ihm reden. Das nehme ich gern mit. Ach so, kann ich so viel Holz mitnehmen mittlerweile. Und so viel ist da Idee. Mal direkt im Vorrat anschauen. Reishorngeweih. Ja, aber muss ich die überhaupt dabei haben? Ich kann die im Vorrat drin lassen. Man ja nur. 200 Holz können wir mitnehmen. Vorrat. Wird im Maschinenstreit genutzt, deswegen. ...67 Beeren habe ich schon. Verkauf gegen Metallscherben? Echt? Sonst nichts? Naja, sehen wir aber einer. Werkbank benutzen. Schauen wir mal, was wir für Beutel-Upgrade brauchen. Da braucht man einen Nabelschweinknochen.
Leichte Pfeile. Hä? Hä? Kriegermunition. Ach so. Hm. Ja, Nobelschweinknochen. Tja. Warum ist eigentlich Zeit spulen nicht? Ah, das weiß ich. So, reden wir mal mit dem Vorarbeiter. Vor der Engstelle. Alles okay? Ja, okay. Danke, Corvind. Corvind? Arnulf schickt mich. Ich... Nicht jetzt. Vorsicht. Was ist passiert? Explosion in der Mine. Wasser, alles ist überflutet. Meine Leute sind noch da unten. Ich muss weiter. Du hast genug getan. Bist du verletzt? Es geht um die anderen. Bitte. Ich muss genau wissen, was passiert ist. Wir haben kontrolliert gesprengt, um neue Adern im Berg zu finden. Irgendwas lief schief. Ich muss da rein. Wie viele sind noch da unten? Corvind, wie viele? 2, glaube ich. Noch 2. Ich tue, was ich kann. Na dann, findet die vermissten Bergleute. Ich muss die Bergleute finden. Schnell. Hallo? Hört mich jemand? Wasser erwischt. Zirkulator. Für irgendwas brauche ich das. Die Bergleute. Einer von ihnen sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Seid ihr okay? Wer bist du? Corvind schickt mich. Seid ihr verletzt? Mein Bein. Ich war zu nah an der Explosion. Was ist passiert? Wir haben im hinteren Tunnel gesprengt, aber die Stützen hielten nicht und er brach ein. Ich glaube, der Ablaufschacht ist blockiert. Das Wasser floss so schnell hier rein, wie ich Bier trinke. Wir konnten uns knapp hierher retten. Irgendetwas hält das Wasser also in den Tunneln. Was überlegst du? Ich habe eine Idee. Gibt es hier noch Sprengstoff? Bist du verrückt? Ja, da ist noch welcher oben. Aber du brauchst Zündschnüre. Bist du verrückt? Du bist verletzt. Und ich lass dich nicht hier. Schlimmer kann sie's ja wohl nicht machen. Ihr wartet hier. Ich muss herausfinden, was den Ablaufschacht blockiert. Erhalten Zündschnur. Lass das Wasser aus der Mine über mir einstürzt.
Geschafft! Geschafft! Da ist der Schutt, der den Schacht blockiert. Wenn ich an den Sprengstoff da oben rankomme, kann ich den Schutt vielleicht wegsprengen. Mhm. Okay. So, da muss ich irgendwie aufgehen, oder? Okay. Jetzt egal, jetzt schauen wir mal, dass wir das auch noch auf 3 kriegen. Vielleicht kann ich unbemerkt vorbeischwimmen. Warum sollte ich? Ich kann das noch drehen. Ich glaube, das waren alle. Jetzt muss ich einen Weg rausfinden. Ja, Klanghülse. Ich sollte diesen Gleisen folgen. Vielleicht führen sie zum Sprengstoff. Hm? Ich muss einen Weg zu diesem Sprengstoff finden. Oh. Also. Mal sehen, wohin sie führen. Das kommt in meinen Vorrat. Ja. Da ist der Sprengstoff. Oben auf dem Gleis. Ich muss da nur irgendwie rüber. Das ist langsam. Kriege ich Gefallen für das Ganze.
Das hat geklappt. Kein Schuss mehr übrig. Das waren alle. Jetzt sehe ich nach den Bergleuten. Sachen für den Vorrat. Sie ist tot. Das wissen wir nicht. Hier scheint ja... Geschafft. Ich dachte, du wärst Konfetti. Kommt ihr beide jetzt zurecht? Ich bring den Idioten hier raus, keine Sorge. Danke. Na dann. Ich lasse Corvin wissen, dass es ihm gut geht. Fehlendes Werkzeug benötigt. Immerhin steht's da dabei. Fehlendes Werkzeug benötigt, weil dann weiß ich wenigstens, dass ich da nicht weitersuchen brauche. Bei anderen Spielen kannst du ja einfach nicht ein. Und da steht's wenigstens dabei, so nach dem Motto, hey, wir wissen, dass du durchmachst, aber das wird ja nichts. Ich habe die beiden gefunden. Sie sind in Sicherheit, aber etwas eingeschränkt. Sind das alle? Genau. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ohne dich passiert wäre. Ich wusste, wir sprengen zu viel, aber der Kerl, der die Mine ausbeutet, Alvend, hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe versucht, gegen ihn anzukommen. Jeden verdammten Tag. Ich hätte stärker sein müssen. Du warst für deine Leute da, als sie dich brauchten. Das ist auch viel wert. Alvend kann mir drohen, wie er will. Ich schicke meine Leute nicht nochmal in diese Mine. Kommst du jetzt zurecht? Ja, ich kriege das hin. Ich stehe in deiner Schuld.
Danke, Ständig höre ich von diesem Irvant. Ich sehe da mal nach den beiden letzten. Schlechtes. Früher oder später wird sich jemand um ihn kümmern müssen. Außer am Werkmeister Gesichtsbemalung. Oi, oi, oi. Danke, Jägerin. Ich sehe da mal nach den beiden letzten. Fertigkeiten. Dreifachschuss erlernen. Sehr schön. So, dann Heilung. Abrollbombe. Medizinkapazität. Verstaue mehr heilende Beeren in deinem Medizinbeutel. Nehmen wir Rohwei mit. Abgehärtet. Ach so. Nahkampfschaden Widerstand, zermalmt Widerstand. Wiederhergestellte Gesundheit alle 2 Sekunden 50. Ach so. Aha. Haben wir dann jetzt noch gar nicht. Stiller Schlag verursacht mehr Schaden. Berittene Verteidigung. Was haben wir da noch? Waffenausdauer. Mutstoß. Fernkampfmeister. Was haben wir da jetzt? Ausdauer, Regeneration. Tiefe Konzentration, Munitionsexpertin. Du möchtest vielleicht hier. Ausdauer, Regeneration. Schwere Waffen. Konzentrationsregeneration. Powerschüsse. Was haben wir da noch? Schnelles Fallen stellen. Trifft zuerst einen Gegner mit Nahkampfangriffen, um an deinem Speer Energie aufzubauen, wenn er vollständig aufgeladen ist. Tippe R2 an, um das Ziel zu energetisieren. Durchbrich eine Waffendeckung. Versuche mit leichten und schweren Angriffen mehr Schaden. Ich glaube wirklich, dass ich da irgendwo weiter tue. Tiefe Konzentration und so weiter. Grauhabicht-Zirkulator. Also gibt es dann schon wieder den Grauhabicht. Halt. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. So, dann sind wir da herum eigentlich durch. Da haben wir noch unbekannt. Das ist auch noch irgendwie was. Das haben wir noch. Der Düsterpfad. Begib dich zum Redimetoland. Aufträge. Das hätten wir. Eine Reishornrippe.
Ist ja die da oben. Es war aber auch in Ordnung. Das heißt, wir werden da mal hinreisen, aber da ein Schnellreisepaket, das klingt dabei. Dann holen wir aber die Rippe noch. Und ja. Autsch! Das ist ein Wutstoß. Ja, schon klar. Brenn den Fremden einfach um. Fast 4. Als ich zuletzt dort war, konnte er schon laufen. Du bist die Maschinenjägerin, die die Karja rausgehauen hat. So hat es noch nie jemand ausgedrückt. Was willst du? Du sollst oben bei den Klippen Flüchtlinge schikanieren. Das stimmt so nicht. Da oben ist Beute. Ein Sturmvogel. Ich habe ihn selbst erlegt mit der Harpune hier. War kein einfacher Schuss, muss ich sagen. Ich traf seinen Flügel. Er krachte in den alten Turm da oben. Ein schneller Tod. Wenn hier jemand Ärger macht, dann die dreckigen Schattenkarja, die mich nicht zu meiner Beute lassen. Aber du holst sie dir notfalls auch mit Gewalt? Nicht nötig. Die sind völlig am Ende. Vermutlich werden die sowieso demnächst verhungern. Wir werden sehen. Ja, nicht wahr? So, hier ist jetzt dicht für Karja-Freunde. Mach, dass du wegkommst. Okeli dokeli. Hey, ich dachte, du wärst schon weg. Wo ist das? Ah, da ist der Düsterpfad, stimmt, da war dann die zwei Sachen. Da müssen wir aber. Schön, dich zu sehen. Reishornrippe. Muss ja wahrscheinlich wieder oberschießen. Zwölf von 12 haben wir eben. Vorrat schadet nie. Beutelchen. Buma sagte, das Reishorn sei in der Nähe. Ein Feuerreishorn. Da ist das Reishorn. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Was? So, erst bist du dran. Die Maschine sieht mich. Erledigt. Jetzt kann ich mir seine Rippe holen. Ich habe alles, was Della und Buma wollten. Mal sehen, was mit ihrer Waffe ist. Das war stark.
erledigt. Dann Donauscheiß. Rohstoffplatte, robuste Panzerplatte. Oh, da ist auch noch was. Breitschlundzirkulator. Das ist noch eine Kiste. Dann können wir die 2 Missionen abgeben. Sonst ist ja da nichts mehr, oder? Genau. Dann holen wir uns unseren Wurfspeer, würde ich sagen. Stimmt, so eine Krähe braucht er ja auch mal. Mit Säuremunition geht das hier schnell. Oh, Wühler. Naja, schade. Keine Vögel. Nein, das kann nicht sein. Letzteres eher weniger. Eine Art Krankheit hat die Landbefallen. So, jetzt schauen wir mal, was wir mir wie einen Speerwerfer kriegen. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend. Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstöcken? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Boom! Stachelwerfer feuern mächtige Geschosse ab, die Gegner aus großer Entfernung treffen könnten. Aufgrund ihrer langen Aufladezeit haben sie eine niedrige Feuerrate und können nicht beim Springen oder Ducken verwendet werden. Stacheln müssen mit voller Spannung abgeschossen werden, um Rüstung zu durchdringen. Hohohoho. Bewegen mehr und schnellere Heilung. Mhm. Vielleicht eine Sprengschleuder mit 3-facher Munition. Weißt du, wie viel Lohe das ist? Nicht schon wieder!
So, dann gehen wir noch in die Taverne und bringen wir den anderen sein Zeug. Ich hätte nicht gedacht, dass du fit bist. Ah, da bist du ja. Es gab einen weiteren Besuch von Alvin, höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich habe mich sogar gewehrt. Oh ja, das habe ich. Bin ganz Ohr. Ich habe sein Essen mit ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Statt mit 2. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich habe, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Wow. Milduf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Frag mich, wieso Mildov so gute Laune hat. Ich würde ziemlich haben, dass sie es nicht. Weißt du, was wir brauchen? Eine genaue Vermessung des Tags. Was quasselst du denn da? Wir haben doch Karten. Wenn du ein paar Schnörkel auf einem Stück Papier eine Karte nennst. Okay, lass hören. Wie sieht denn deine genaue Vermessung aus? Weiß nicht. Etwas mit Höhen. Ich sollte mir noch etwas... Essen kaufen, bevor ich aufbreche. Und schauen, was Milduf sonst so treibt. Ich habe von deinen Abenteuern... gehört. Meine Rüstung kann dir helfen. Junge.
Hoffentlich kriege ich heute das geregelt. Du weißt, dass ich dir schon länger nicht mehr zu. Wann meinst du, kannst du meinen Glückshammer... Ich habe gerade erst geöffnet und noch nie Nein, das ist keine Frage. Olbund kann uns doch So nicht ein einfach Blödsinn. ignorieren, oder? Wie soll es denn in der Ihr habt's ja geschafft, wie ich sehe. Hammer und Zange. Allerdings, Jägerin. Sie haben mir von deiner Sprengung erzählt. Lokov hat noch gezittert wie ein Zweiglein. Hey! Wichtig ist nur, dass alle am Leben sind. Aber nicht dank Olbund. Habt ihr schon mit ihm geredet? Wir sind auf der Warteliste. Er traut sich nicht, uns alle gleichzeitig vorzulassen. Wir müssen zusammenbleiben, falls er seine Schläger auf uns hetzt. Ihr seid doch schon verschwunden. Ich kann mich um Alvand kümmern. Ihr müsst nicht bleiben. Wissen wir, du alter Hammer. Passt auf euch auf. Das ist so schön. Hier gibt's das nicht. Was? Hey, Vorsicht! Den gibt's hier Das war quasi noch so ein kleiner Begleitabschluss der Mission. Bin gespannt, was rauskommt. Ah, da ist wieder so ein Ding. Ja, da kraxelt man noch auf. Wegen neulich. Ich weiß, ihr beide mögt euch nicht, aber... Hinter Krähe oder so, was im Angebot. Schaut nicht so aus. Erstaunlich, dass du dich von deiner Werkbank hast losreißen können. Schade. Aber was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. So. Also da kann man überall auf kraxeln. Jetzt wieder nach unten. Da gibt es noch Pflanzen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das gebe ich einem Färber. Kann man aber mitnehmen, wenn man schon drauf vorbeigeht. Jetzt wird es eng, ich muss da weit rum. Hallo, kraxelst du jetzt bitte auf? Na, da schau her. An denen komme ich nicht vorbei. Ui. Am besten lasse ich das erstmal.
Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen. Spezialausrüstung erforderlich. Okay. Also da ist eine Metallblume und ein Signalturm, oder wie? Okay. Na also, hier oben scheint noch ein Gerät zu sein. Noch eine Linse. Die schaue ich mir später an. Mach das. Wir werden jetzt Schluss machen. Suchen wir jetzt noch ein Lagerfeuer in unserem Dorf. Oh Gott. Wow. Hab ich ein Dusel. Level 8 haben wir mittlerweile schon. 280 liegen. Wieder kein Vogel mit. Naja, egal. Ich hoffe, heute passiert mal was. Irgendwas. Sei Mir willkommen. genauso. So, ich brauche jetzt kurz Lagerfeuer. Nicht gerade nett, oder? So, dann schalten wir da mal geschwind um. So, schalten wir da noch. So, war heute mal ein wenig länger der Stream. Also, ist ja 8 Stunden. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So lange wird es wahrscheinlich nicht immer geben, also ganz selten eigentlich. Aber vielleicht machen wir öfter mal so einen Horizon-Stream demnächst. Also das Wochenende von Haus aus, da werden wir Horizon streamen, wo es gerade geht. So viel steht fest. Ja. Ansonsten müssen wir mal schauen, wie es dann morgen weitergeht. Ich kann es noch nicht sagen, wann, wie, weshalb, wieso. Das stellt sich aus. Sagen wir es so. Das entscheidet ganz spontan, je nachdem wie mein Tagesablauf morgen ist, wie wir weiter tun. Aber ich möchte gern morgen wieder weiter tun. Sagen wir es so. Weil auf die 8 Stunden haben wir jetzt nicht wirklich weit gekommen. Von der Story her und den ganzen Ding her. Also fortschrittmäßig haben wir am Anfang 8 Stunden. Gut, ich mache wieder alles. Aber wenn ich das spiele, ist es auf 100%. So viel sei gesagt. Aber gut. Ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.